Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim mittlerweile 24. Vortrag über die Apokalypse. Also jetzt haben wir schon 2 Dutzend und das heißt 2 mal 12 und die 12-Zahl wird uns, denke ich, heute auch beschäftigen. Aber bevor wir so ganz in die Apokalypse und ins michaelische Element, an das wir heute auch denken müssen, ganz besonders uns hineinstürzen, wollte ich euch und auch alle, die auf YouTube dann die Vorträge nachhören, kurz über die Neuerungen, die es gibt, informieren. Nämlich namentlich was YouTube betrifft. Bis jetzt waren die Vorträge immer ganz offiziell auf YouTube gelistet und man konnte sie relativ leicht finden. Das hat sich jetzt geändert. Die Vorträge sind jetzt nicht mehr öffentlich gelistet auf YouTube, sondern man muss über eine neue Website gehen. Nämlich eine Website, die wir gemeinsam gestaltet haben. Gemeinsam heißt also vor allem François und ich, aber vor allem auch der Oliver Brendli aus Japan, ein Schweizer aus Japan, ein Japaner aus der Schweiz, keine Ahnung, nein, er ist ein echter Schweizer, aber er ist echt auch in Japan tätig. Der hat hauptsächlich die Webseite gemeinsam mit François gestaltet und wir wollen dort einfach eine neue Internetplattform für Anthroposophie aufmachen, insbesondere halt viel mit Videos, Online-Seminaren und solche Dinge von Leuten, die einfach das spannend vortragen können. Und vor allem nicht immer mein Gesicht, das dort ist. Ich bin schon mit 100.000 Vorträgen dort. Aber es sind spannende andere Sachen. Es wird kommen eine ganze Seminarserie mit Jacques Hilmar aus den Niederlanden über die Philosophie der Freiheit. Und zwar auf eine ganz unkonventionelle Art. Weißt du, wie man das aufmacht? Beim Telefon, da ist ein Knopf an der Tür. Bei dem weißen Ding ist oben rechts ein Knopf. Ja, entschuldigt, es kommen noch Gäste nämlich bei mir. Ja, danke. Ja, also da gibt es jetzt interessante Seminare über die Philosophie der Freiheit von Jacques Hilmar. Die werden ganz spannend. Ich habe selbst auch erst die Vorschau gesehen. Die Seminare sind noch nicht ganz fertig und vor allem die werden dann auch live gehalten, teilweise. Und da ist noch einiges andere zu erwarten. Also darum haben wir jetzt den Versuch gemacht, einmal die Videos umzuleiten über diese Seite. Für alle, die interessiert sind, sie heißt antro.world, W-O-R-L-D. Dort ist alles zu finden. Vielleicht habt ihr Lust, euch das einmal anzuschauen. Ich denke, das könnte spannend werden. Es ist dort auch alles weitere erklärt, wie man es findet. Die Vorträge, meine Vorträge sind nach wie vor dort erreichbar, alle, und bleiben auch alle kostenfrei wie bisher. Es ist halt nur im Moment ein bisschen ein Umweg, der drinnen ist. Da hinten kann noch wer sitzen. Ja, jetzt habe ich den schon reingeholt. Das ist gut. Da will ich hin. So. Da will ich hin. Ganz kurz arrangiert sich mein Publikum noch. Das warte ich jetzt noch ab, bevor wir uns hineinstürzen in die Apokalypse am heutigen Michaelstag. Das passt ja ganz, ganz besonders zu unserem Thema, weil eigentlich geht es ja ganz stark darum, die michaelischen Kräfte zu stärken, um durchzugehen durch die Prüfungen, die auch auf uns zukommen. Wir haben ja das letzte Mal schon sehr deutlich darüber gesprochen, dass
naja, der geistige Weg, der in die Zukunft führt, nicht nur immer ein einfacher Weg ist, sondern wir haben davon gesprochen, dass es auch schwierige Aufgaben zu bewältigen gibt, dass es auch mit Leid im weitesten Sinne zu tun hat, also man erleidet etwas. Wie das genau zu verstehen ist, habe ich das letzte Mal ziemlich ausführlich versucht zu besprechen. Und da habe ich auf eines Wichtige aufmerksam gemacht. Man darf sich nicht so vorstellen, dass man ununterbrochen Prügelstrafen kriegt. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern es ist noch was viel Absurderes oder scheinbar Absurdes gemeint damit. Es geht um das Leid, das man selber freiwillig aufsucht. Das heißt, also in Dinge hineinschaut, um die man gern herumgehen würde vielleicht oder herumgehen könnte. Aber wer geistig strebend ist und an der Zukunft mitarbeiten will, der macht eben nicht diesen Umweg, sondern schaut, okay, da ist was faul, da müssen wir was tun, da muss ich mich anstrengen. Und das ist doch ein großer Unterschied zu einer ganzen Menge anderer esoterischer Strömungen, die es gibt, bei denen eigentlich so, wie soll ich sagen, Freude, Glück, das Schöne, das Licht im Mittelpunkt steht, das natürlich auf dem apokalyptischen Weg auch letztlich das Ziel ist, aber wo halt sehr bewusst ist, dass man vorher wirklich durch die Dunkelheit durchgehen muss. Also es geht heute darum, wirklich diese Dunkelheit mit dem geistigen Licht zu erhellen. Das ist die wesentliche Aufgabe. Das ist der Kampf, der, naja, den zunächst einmal der Michael mit dem Drachen geführt hat. Wir stehen ja auch im Michael-Zeitalter, also der Sturz des Drachens, des arimanischen Drachens, ist erfolgt bereits Ende des 19. Jahrhunderts, 1879, im November sogar, so genau beschreibt es Rudolf Steiner. Also da fängt es an, wenn man dann schaut, wie das ganze 20. Jahrhundert sich entwickelt hat, merkt man, okay, der Sturz des Drachens auf die Erde hat einmal auf der Erde ziemlich Verwüstung hinterlassen. Das ist einmal schon das erste. Michael besiegt in gewisser Weise den Drachen, aber das Ergebnis ist, er läuft unter uns herum. Mitten unter uns oder unter unseren Füßen, wie auch immer. Aber wir haben uns jetzt auseinanderzusetzen damit. Und das Ganze wurde noch verschärft um die Jahrtausendwende. Auf das werden wir auch noch in den späteren Vorträgen noch intensiver eingehen. Aber da gibt es doch die ominöse Zahl 666, die auf was ganz was Böses hindeutet. Und wenn man die mal 3 multipliziert, also eine dreifache Wiederholung dieser Zahl, dann kommt man auf das Jahr 1998. Nämlich immer so Zahlen, wo die 666 versteckt drinnen ist, da beginnen große Herausforderungen, sag ich einmal. Und in dieser Zeit stehen wir jetzt drinnen, in diesen großen Herausforderungen, aber wir haben die Stärkung einerseits durch die Christuskraft in uns, die durch das Ich wirkt oder wirken kann, wenn wir es wollen. Und wir haben die Unterstützung Michaels, also dieses feurigen Michaels, der sozusagen das Flammenschwert hat, also das Feuerschwert, das die Ich-Kraft stärkt im Grunde und das wir einsetzen müssen. Das gilt so in jedem Jahr in der Michaeli-Zeit ganz besonders, dass wir uns darauf besinnen können. Und dieses Flammenschwert, dieses feurige Schwert, das wir eigentlich selber sind, zu richten gegen die dunklen Kräfte, um sie im Zaum zu halten. Das ist das eine. Das Weitere, was dazu kommt, ist aber auch, dass wir uns bewusst geworden sind, diese Widersacherkräfte, eben auch diese dunklen arimanischen Kräfte, wie sie Steiner nennt, dass die auch eine Aufgabe haben, dass wir in der Auseinandersetzung mit ihnen reifen müssen und dass das letztliche Ziel ist, sie zu erlösen, das heißt von ihrer Aufgabe als Widersacher zu entbinden. Weil eigentlich leiden sie selbst auch unter dieser Aufgabe, weil ihnen dadurch Möglichkeiten entzogen sind, die sie sonst hätten und die sie jetzt nicht haben, weil sie einfach Widersacher sein
müssen. Sie sind es nämlich nicht freiwillig geworden. Sondern der Steiner sagt es dann immer so, etwas nonchalant, dass sie wurden abkommandiert zu dieser Aufgabe. Also es war nicht ihre freie Entscheidung, namentlich bei den arimannischen Kräften nicht ihre freie Entscheidung. Und sie leiden darunter und sie wissen, dass sie diese Aufgabe wegen uns haben, wegen des Menschen haben. Und daher ist ihnen in Wahrheit der Mensch nicht ganz geheuer. Nicht wahr? Also in gewisser Weise trauen sie ihm daher auch nicht so ganz über den Weg, aber sie wissen, ihre einzige Chance ist, ich versuche den Menschen in mein Reich zu ziehen. Sie wissen, irgendwie müssen sie eine Verbindung mit dem Menschen bekommen. Und die zukünftige Entwicklung wird sehr auf das ausgerichtet sein, dass die arimannischen Kräfte versuchen werden, sich mit uns zu verbinden, nämlich wirklich immer mehr zu verbinden. Das habe ich auch das letzte Mal ausführlicher besprochen. Da wird sehr viel über die Technik laufen, wo der Mensch immer mehr verbunden sein wird mit der Technik. Das hat positive und negative Seiten. Es ist nicht nur negativ, es hat auch positive Seiten. Und vor allem, wie auch Rudolf Steiner deutlich sagt, wir werden dem nicht entkommen. Das heißt, es wird etwas kommen, aber es wird an uns liegen, ob diese Entwicklung heilsam ist oder nicht heilsam ist. Also das ist die Situation, in der wir stehen. Und sich dessen bewusst zu werden, heißt schon ein gewisses Leid auf sich zu nehmen, weil das ist eigentlich dramatisch, was auf uns zukommt. Und es ist viel leichter, ja, zu sehen, welche Segnungen das vielleicht alles bringen will, weil man muss dazu sagen, die arimannischen Kräfte wollen nicht gegen uns kämpfen. Sie wollen nicht uns etwas Böses antun. Sie wissen eigentlich gar nicht, was gut und böse ist. Der Ariman weiß das eigentlich nicht, sondern er will im Prinzip eine perfekte Welt gestalten, eine perfekte Erdenwelt gestalten. Und an der sollen sich die Menschen wohlfühlen im Grunde. Ist ja interessant, wie in der Literatur oder so, ich habe das das letzte Mal schon erwähnt, dass ja vielfach auch bewusst geworden ist, schon im 20. Jahrhundert. Also ein Roman, der das so ganz toll beschreibt, ist von Aldous Huxley, Brave New World, schöne neue Welt. Da beschreibt er eine Zukunftswelt, in der die Menschen ja im Grunde nach Maß geboren werden, sogar bestimmte Art Kastensystem gibt es, aber es ist so gebaut, dass jeder in seiner Kaste glücklich ist. Es gibt halt die einfachen Arbeiter, das sind die Epsilons, das ist die unterste Schicht, und dann geht es hinauf bis zu den Alphas, die haben halt die Führungsschicht, aber jeder ist in seinem Bereich vollkommen glücklich, und wenn es irgendwo einmal nicht ganz so funktioniert, dann gibt es eine Pille oder einen Trank, der das Gemüt wieder aufheitert, und alles ist gut und schön, alle sind glücklich, aber alles ist auch ganz oberflächlich. Keine geistige Entwicklung, nichts. Und überlegen wir uns selber mal, wie wäre ein Leben, wo wir jeden Tag von der Früh bis zum Abend nur glücklich wären. Der Goethe hat schon eine Antwort darauf gehabt, wenn er sagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von glücklichen Tagen. Nicht wahr? Nur im Glück zu leben, bringt uns nämlich weg von unserer eigentlichen menschlichen Aufgabe und von unseren menschlichen Möglichkeiten. Wo wir selbst durch eigene schöpferische Kraft, durch Anstrengung, durch Energie was tun wollen, was die Welt wirklich verändert. Und das ist das Potenzial, das wir in uns haben. Wir sind als Menschen erstens einmal Schöpfer unserer selbst, zumindest was das Ich betrifft. Nicht wahr? Unser Ich ist das, was sich selbst schafft. Das ist einmal als Impuls uns gegeben worden, als Zündfunke sozusagen, aber ab dem Moment, wo wir das Ich ergriffen haben mit der ersten Inkarnation auf Erden, und die liegt schon lange zurück,
schaffen wir uns selbst. In unserem eigenen Wesenskern schaffen wir uns selbst. Da sind wir nicht mehr Geschöpf, sondern Schöpfer. Und der Weg des Menschen geht dorthin, das immer mehr auszuweiten, auf immer größere Bereiche. Wir sind bereits, ja auch seit der ersten Inkarnation auf Erden, mitschöpferisch tätig an der Erdentwicklung. Wie sich die Erde entwickelt, hängt wesentlich davon ab, wie wir uns geistig entwickeln. Und wir verändern die Erde durchaus nicht nur durch die äußeren Taten, also dass wir Werkzeuge gebrauchen, die Natur verändern und so weiter, sondern vor allem auch und in einer sogar viel größeren Dimension noch durch das, was wir geistig entwickeln. Nicht wahr? Äußerlich arbeiten wir an der Erde vor allem einmal, wenn wir auf Erden inkarniert sind, klar, anders geht es ja gar nicht. Aber geistig arbeiten wir dann vor allem sehr stark im Leben nach dem Tod, bevor wir wieder zu einer neuen Geburt heruntersteigen, arbeiten wir eigentlich wesentlich daran mit, wie die Erde dann sein wird, wenn wir wieder geboren werden. Das heißt, wir schaffen uns in gewisser Weise die nächsten Inkarnationsbedingungen selbst. Das schon seit langer Zeit, und die Wirkungen auf die Erde sind im Großen und Ganzen, wenn man es jetzt einmal aus einer etwas höheren Perspektive betrachtet, in gewisser Weise katastrophal. Ich habe das auch das letzte Mal schon gesagt. Wir sprechen heute davon, der Mensch zerstört die Natur, er zerstört das Tierreich, es kommt zum Artensterben und so weiter. Man kann das heute mitverfolgen, das beginnt, seit die ersten Menschen auf der Erde sind. Wie die ersten Menschen ausgewandert sind, irgendwohin, sterben 70–80% der größeren Tierarten aus dort. Das war seit etwa 30.000, 40.000 Jahren ist das bereits der Fall. Detto Pflanzenwelt hat Einbrüche, verändert sich. Ich meine, denkt nur, wie wir heute die Pflanzenwelt verändert haben. Alles, nein, ich will nicht sagen alles, aber viel ist voll mit Weizen oder Roggenfeldern oder sonst was. Das war früher unbedeutendes Gras in der Natur. Heute sind die größten Anbauflächen mit dem voll. Und das macht weit, weit mehr aus als die ganze andere Vegetation bereits. Also der Mensch tut sehr viel, um die Welt zu verändern. Das betrifft die Fische im Wasser, dadurch, dass wir fischen und so weiter. Und eben dann dazu kommt noch die Wirkung dessen, die wir geistig auf die Entwicklung der Erde haben, wenn wir durch die geistige Welt nach dem Tod gehen. Was soll man dazu sagen? Man kann dazu nur eines sagen: Mensch und Erde gehören in ihrer Entwicklung zusammen. Und es ist nicht an sich die Katastrophe, dass jetzt Tierarten verschwinden, vielleicht andere neue herauskommen. Ich meine, es ist auch bei den Tierarten, wenn man sich das anschaut, was Großtiere sind, also so, weiß ich nicht, so Größe Schweindel oder so, oder Hund von mir aus. Heute sind, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber ich schätze auch so etwa 80% oder vielleicht sogar mehr der Großtiere sind alle Tiere, die wir als Haustiere bezeichnen. Die wildlebenden Freitiere, das ist so mittlerweile so klein. Es ist zurückgegangen. Also das heißt, wir verwandeln die Tierwelt auch dazu, dass sie eigentlich eine uns zugeordnete Tierwelt wird. Wir haben in der Vergangenheit aus unserem Wesen, bevor wir noch so richtig in der körperlichen Gestalt, die wir heute haben, uns inkarniert haben, haben wir zum Beispiel die Tierwelt, die Pflanzenwelt, ja sogar die Mineralwelt geistig aus unserem Wesen herausgesetzt, weil das Kräfte waren, mit denen wir noch nicht fertig geworden wären. Jetzt entwickeln wir uns weiter, verwandeln die ganze Tierwelt, auch durch das, was wir äußerlich tun. Und am Ende der Erdentwicklung werden wir das alles wieder in uns hineinnehmen. Aber die ganze Tierwelt, die wir dann hineinnehmen, wird eben eine ganz andere sein
als sie am Anfang war. Das heißt, es ist richtig und positiv in gewisser Weise, dass zum Beispiel also am Ende des Erdmittelalters die ganzen Dinosaurier ausgestorben sind. Stellt euch vor, die würden heute noch herumlaufen. Ich meine, erstens wäre es für die Dinosaurier nicht die geeignete Welt und für uns wäre es auch nicht die Welt, in der wir uns zu freien, selbstbewussten Wesen entwickeln hätten können. Also, dass wir als Menschen überhaupt in unserer heutigen Gestalt uns aufrichten konnten, unsere Arme frei bewegen können dadurch, dass wir dann die Sprache entwickelt haben, das Denken entwickelt haben, dazu mussten die Dinosaurier aussterben. Das ist zwingend. Also man darf sich nicht vorstellen, neben den Dinosauriern hätte sich der Mensch in der Gestalt, wie wir heute sind, entwickeln können. Entweder hätten wir eine Dinosaurierwelt oder wir haben eine, wo es auch Menschen gibt. Das muss man einfach offen sagen, damit nicht so eine falsche Romantik kommt, ja, wir erhalten alles und es wird alles so bleiben draußen, wie es ist. Es wird nicht bleiben, es wird nichts bleiben, wie es ist. Und es wird relativ schnell gehen, diese Veränderung in der Natur auch draußen, weil, wie ich das letzte Mal und vorletzte Mal auch schon gesagt habe, wir im Moment mit unserer Menschheitsentwicklung, die aber eben mit der Erdentwicklung sehr stark zusammenhängt, heute, na jetzt sage ich es ganz bewusst, so in einem Höhlentempo unterwegs sind. Also Höhlentempo sage ich deswegen, weil halt sehr stark die Widersacherkräfte eben auch mitwirken. Und was wir für die Natur tun können und tun müssen und was unsere Verantwortung ist, dass die Umgestaltung der Natur im richtigen Sinne läuft und nicht einseitig im Sinne Ahrimans zum Beispiel. Das heißt, dieser mechanisierenden, tötenden, nicht kreativen Kräfte. Nicht wahr? Der Ahriman ist der eigentlich geistig nicht wirklich produktiv ist. Er ist hochintelligent und dadurch kann er uns täuschen. Seine Intelligenz ist viel größer als unsere, zumindest was die äußere Intelligenz betrifft. Aber dort, wo es wirklich ums geistig-kreative geht, dort hat er gar nichts drauf. Er ahnt es irgendwo und spürt es irgendwo und er spürt auch, dass der Mensch genau das hat. Und das unterscheidet uns. Und das heißt, wir dürfen keine Entwicklung zulassen, die einseitig dahin geht, die ganze Erde im Sinne Ahrimans ja im Grunde zu mechanisieren, zu einem großen Räderwerk nur zu machen. Ganz wird sich das nicht verhindern lassen. Habe ich auch das letzte Mal gesagt, Rudolf Steiner selbst sagt, die Erde wird sich zu einem selbsttätigen elektrischen Apparat verwandeln. Das ist die eine Seite. Und davon wird ein Teil Wirklichkeit werden. Die andere Seite ist die, dass wir als Menschen das Potenzial haben, zugleich eine neue Natur zu schaffen, die man eigentlich nicht mehr als Natur bezeichnen kann, sondern als Kulturlandschaft. Und das betrifft alles. Das betrifft das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich. Und die Aufgabe des Menschen, die geistige Aufgabe des Menschen auf der Erde ist dann vollendet, wenn die ganze Erde durch uns umgewandelt ist. Da helfen natürlich viele höhere geistige Wesenheiten mit, aber das Entscheidende ist, wir geben vor, an uns liegt es, was passieren wird. Sie geben uns zwar dann die Kräfte, die notwendig sind, um das auch sozusagen umzusetzen, aber in welche Richtung die Entwicklung geht, liegt alleine in unserer Verantwortung. Das heißt, es gibt niemand anderen, der für die Erde verantwortlich ist, als wir. Sofern wir nicht dem Ahriman das Spiel überlassen, einseitig, sondern erkennen, ja, er ist auch notwendig, aber er darf nicht einseitig die Überhand gewinnen. Also wir müssen beides tun, wir müssen ihn im Zaum halten einerseits, andererseits uns aber auch dort, wo es angebracht ist,
mit ihm verbünden. Also wie soll ich sagen, die Idylle der Zukunft wird nicht sein eine Urlandschaft, wie sie einmal in der Vergangenheit ist, sondern eine Kulturlandschaft wird die Zukunft sein. Unserer Erde. Betrifft jetzt unsere Erde, aber davon wird auch abhängen, wie die nächste kosmisch-planetarische Inkarnation unserer ganzen Erde aussehen wird. Über das haben wir ja auch schon öfter gesprochen, dass die Erde selbst gewissermaßen Inkarnationen durchmacht, dass 3 unserer jetzigen Erde vorangegangen sind und dass 3 weitere... Entschuldigung, das ist mein Getränk. Und dass 3 in der Zukunft noch folgen werden und die Apokalypse des Johannes weist mit dem neuen Jerusalem, das da erwähnt wird drinnen, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, auf die nächste Inkarnation unserer Erde, ja unseres Erdenkosmos hin. Warum sage ich jetzt Erdenkosmos? Weil man muss das wirklich sehr, sehr groß denken. Damit ist eigentlich der ganze Kosmos, der es uns gibt, mit gemeint. Der Kosmos, so wie er heute ist, das ist eigentlich, wenn man groß denkt, das ist der Erdenkosmos. Da gehört eben alles dazu. Alle die Millionen, Milliarden, Billiarden Sterne, die da draußen sind. Die waren einmal nicht und die werden einmal nicht mehr sein. Und trotzdem wird die Entwicklung weitergehen. Das ist ein Bereich, wo die Naturwissenschaft nicht hineinschauen kann, weil die kann nur überschauen den jetzigen physischen Kosmos. Sie kann sich vortasten bis zum Anfang und wie es enden wird, hat man noch wenig Ahnung, da gibt es höchstens Spekulationen. In Wahrheit über den Anfang sind es auch relativ Spekulationen, weil äußerlich wir ja nicht dabei waren, aber geistig waren wir sehr wohl dabei, vom Anfang an. Aber zum Beispiel auf dem Kosmos, der unserer Erde vorangegangen ist, gab es solche Naturgesetze, wie wir sie heute haben, wie sie etwa auch die Physik erkennen kann, noch nicht. Also eine Welt, die nicht gesetzmäßig geregelt war in unserem heutigen Sinn, sondern viel chaotischer, die wäre überhaupt nicht vorherberechenbar gewesen. Heute haben wir Naturgesetze, die bis zu einem gewissen Grad die Welt vorhersehbar machen. Wir haben aber immer noch genug Chaos auch drinnen. Und das ist auch notwendig. Weil stellt euch vor, wenn alles vorherbestimmt und vorherberechenbar wäre, dann wäre es mit der Freiheit natürlich auch vorbei. Dann würde schon von Anfang an feststehen, was alles passiert in der Welt. Wir könnten aber andererseits auch nicht die Freiheit entwickeln in einer vollkommen chaotischen Welt, wo man sich nicht auf das verlassen kann, dass das, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun, dass das morgen noch dieselben Gesetzmäßigkeiten sind, sondern es ist alles ganz anders und es würde nicht funktionieren, wir würden es überhaupt nicht zurechtfinden. Also das sind ganz schwierige Gedanken. Also sind wir froh, dass es heute einerseits die ganz starren Naturgesetze gibt. Die sind sehr starr, das ist eigentlich was Erstorbenes, aber das gibt uns einen gewissen tragfähigen Boden. Und im Grunde sind die Naturgesetze sowas wie ein erstorbenes Geistiges, das nicht mehr kreativ ist. Das ist sozusagen das, was die materielle Welt trägt heute. Die ändert sich dadurch nicht. Die Schwerkraft wirkt immer nach dem gleichen Gesetz. Die ist nicht heute so und morgen anders. Nicht so, dass wir morgen plötzlich zur Decke schweben und übermorgen dann beim Fenster rausfliegen. Das wäre irgendwie unpraktisch, da wird man es nicht finden. Also das ist gut so. Und da steckt auch mit der Ahriman dabei, natürlich wirkt er da auch schon mit. Aber diese Gesetze gibt es nur so jetzt während unserer Erdentwicklung. Es wird auf der nächsten planetarischen Inkarnation, dem sogenannten neuen Jerusalem oder der neue Jupiter, wie es auch Rudolf Steiner nennt, wird es wieder ganz anders sein. Da wird es ein ganz anderes Grundgesetz, sage ich mal, geben, aber ein lebendiges,
nämlich das Gesetz der Liebe. So wie heute die Naturgesetze die Welt regeln und regulieren, wird dann das Prinzip der Liebe das sein, was die Natur, was die Welt gestaltet. Kann man sich heute noch gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Werden wir jetzt heute auch noch nicht näher besprechen, vielleicht am Ende der Vorträge irgendwo. Also, wobei man unter Liebe da nicht einfach irgendein menschliches Gefühl verstehen darf, sondern was viel, viel Größeres. Liebe ist die schöpferische Kraft schlechthin. Die freie schöpferische Kraft. Freiheit, Liebe, Ich-Kraft, das sind geradezu Synonyme. Das Ich kann nur lieben. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Es muss sich auch selbst lieben können. Weil indem es sich selbst liebt, gestaltet es sich in jedem Moment neu. Und was es gestaltet, ist es immer bereit, an die Welt zu verschenken. Das ist das Wesen der schöpferischen Tätigkeit. Aus dem Nichts was erzeugen und verschenken. Und genau durch diesen Prozess selber immer schöpfungsmächtiger zu werden. Das ist das, was in unserem freien Ich drinnen steckt. Und zwar das eben zu machen aus unserem individuellen Impuls heraus. Nicht, weil es uns irgendwer vorschreibt, sondern ganz individuell. Und jetzt kommt aber noch was dazu, dass wir es eben den anderen schenken, namentlich den anderen geistigen Wesen, also insbesondere auch den anderen Menschen, und dass wir auch die Impulse der anderen aufnehmen, in Liebe aufnehmen und sie in uns verwandeln und dadurch im wahrsten Sinne des Wortes zu eigen machen. Nämlich nicht als ein Besitz, sondern als eine jetzt von uns ganz neu individualisierte schöpferische Kraft. Das heißt, wir bekommen eigentlich von den anderen die Anregung, machen selber schon wieder was Neues daraus und das schenkt man schon wieder weiter. An die anderen Menschen, an die Natur, das heißt an die Tiere, an die Pflanzen, bis ins Mineralische hinein. Das heißt, wir lernen jetzt, während der Erdentwicklung, die Erde in Wahrheit aus Liebe umzugestalten. Und zwar wir als Menschheit gemeinsam. Das kann nicht einer allein, sondern müssen die Kräfte aller Menschen zusammenfließen. Und die müssen ein harmonisches, oder wenn die Widersacher zu sehr stören, weniger harmonisches Gesamtes bilden. Das ist die Kunst. Und das ist etwas, was ja geradezu unmöglich und unglaublich scheint. Millionen, Milliarden Menschen, die es gibt, nicht, weil wir haben heute weit über 7 Milliarden Menschen auf Erden. Man muss rechnen, dass mindestens doppelt so viel in der geistigen Welt sind. Mindestens. Wahrscheinlich noch mehr. Es ist schwer abzuschätzen, weil sind die Inkarnationen sehr, sehr dicht im Moment. Also die Menschen gehen nur sehr kurze Zeit nach dem Tod durch die geistige Welt durch und inkarnieren sie heute schon nach 20, 30, 50 Jahren. So eng war es noch nie und es wird noch enger werden. Also darum habe ich ja gesagt, Beschleunigung, Vollgas. Im Moment sind wir Vollgas auf der Autobahn unterwegs mit zugemachten Augen noch. Das ist das Problem, wir müssen geistig die Augen öffnen. Und es muss also das herauskommen, dass die schöpferischen Impulse all dieser Menschen, die jeder individuell fasst, wo keiner den anderen ersetzen kann im Grunde, wenn einer auslässt mit seinem Impuls, dann fällt er halt. Ende. Niemand anderer kann dafür einspringen. Der andere kann seinen Impuls bringen. Und je mehr Menschen da halt herausbrechen, so wenig Impulse geben, das wird der Erde auch fehlen. Schon jetzt, während der Erdentwicklung. Es wird aber vor allem dann als Grundkraft in der Natur fehlen,
im neuen Jerusalem, beziehungsweise auf dem neuen Jupiter, der nächsten kosmischen Verkörperung. Das heißt, wie diese Welt funktionieren wird, wie dieses Liebesprinzip dort funktionieren wird, dass diese Welt dann sozusagen antreibt, könnte man sagen, das hängt jetzt schon von uns ab. Bis zur Zeitenwende wurden wir vorbereitet auf diese Aufgabe. Bis zum Beginn der Neuzeit haben wir noch so ein bisschen angefangen zu lernen. Wir sind natürlich jetzt immer noch im Lernen drinnen, aber im Grunde sollten wir jetzt langsam die Matura machen, die große menschheitliche, und rausgehen und sagen, okay, wir sind jetzt die arbeiten an der Welt. Und das betrifft die geistige Arbeit, es betrifft aber auch die äußere Tätigkeit, die ja auch nicht geistlos ist oder sein sollte, zumindest. Und das ist der Impuls, um den es geht. Und wo wir nur ein Zipferl abweichen davon, dort müssten wir eigentlich bitter traurig werden und leiden daran, wenn uns das bewusst wird. Nicht, dass wir uns selber leid tun, aber wir sehen, es hängt an uns, und wenn wir Versäumnisse machen, fehlt halt etwas. Und wir brauchen sehr viel größere Anstrengungen, vielleicht um etwas, was wir gestern versäumt haben, morgen nachzuholen. Es wird nicht leichter, es wird schwieriger, weil einfach der richtige Zeitpunkt versäumt ist. Das ist mit dem Leiden gemeint. Selbst bewusst aus Freiheit heraus auf das aufmerksam zu werden, sich das zu Herzen zu nehmen und alle Anstrengungen zu unternehmen, es so gut wie möglich zu machen. Das ist gemeint. Und der Herr Ahriman ist der uns aber das absolute Glück verspricht. Und er kann es. Der Punkt ist, er kann es. Wenn wir unsere Aufgabe sagen, na, warum soll ich mich anstrengen? Der Herr Ahriman wird es in nicht so ferner Zukunft schaffen, den Menschen das absolute Glück auf der Erde zu bieten. Von der Geburt an bis zur letzten Stunde. Ich sage nicht bis zur letzten Minute, aber bis zur letzten Stunde zumindest. Und die Verlockung ist sehr groß. Und unsere Kultur wächst sehr in die Richtung, so diese Glückskultur zu sein oder sein zu wollen auch. Und man kann das ja verstehen, ich meine, wer sagt freiwillig, na glücklich will ich nicht dauernd sein. Wer sagt denn das? Wenn du den fragst, willst du lieber leiden oder willst du glücklich sein? Na, wer wird da nicht sagen, ich lieber glücklich sein? Und der Punkt ist, wenn das zu einseitig wird, dann ist unser geistiger Weg zu Ende. Das ist das Problem. Und dann ist es wahrscheinlich nur mehr sehr schwer, in der Zukunft nachzuholen. Weil was wir jetzt versäumen, fehlt im nächsten Kosmos sozusagen, in der nächsten Verkörperung der Erde. Und dort das dann nachzuholen, was wir jetzt versäumt haben, wird noch sehr viel schwerer. Es ist prinzipiell möglich, aber es tut dann dort auch noch mehr weh. Das muss uns auch klar sein. Also die Schmerzen steigern sich sozusagen mit jedem Versäumnis. Und es hängt damit zusammen, dass dieser Schmerz eigentlich nichts anderes ist als das Bewusstsein, das erwacht. Schmerz ist dort, wo das Bewusstsein an seine bisherigen Grenzen stößt. Zum Beispiel, selbst wenn wir krank werden oder was und irgendwas fängt uns an weh zu tun. Normalerweise sind wir, weiß ich nicht, ja, da an der Seite sticht irgendwo, normal habe ich da nichts, bin ich unbewusst. Normal, wenn wir gesund sind, spürt man vom Inneren des Körpers nicht sehr viel. So ein bisschen ein allgemeines Wohlgefühl, vielleicht wenn man genau aufpasst, aber sonst spürt man nichts. Wenn der Schmerz auftaucht,
heißt das, da kommt jetzt was ins Bewusstsein herein, allerdings noch sehr dumpf, was ich normalerweise nicht im Bewusstsein habe. Es wacht etwas auf. Und wir sind zum Glück in der Regel davor bewahrt, dass wir aufwachen für unsere Lebensvorgänge. Dass wir das nur an der Oberfläche mitkriegen. Weil da in Wahrheit sich so viel mehr drinnen tut, als wir draußen erleben. Der Mikrokosmos da drinnen ist viel reicher als das draußen, was wir mit den Sinnen sehen. Beim Schmerz beginnt eigentlich aufzutauchen ein Bewusstsein für den eigenen Mikrokosmos da drinnen. Aber ein Bewusstsein, das sozusagen über die Grenze des Normalen, das wir gewohnt sind, hinausgehen. Und da entsteht der Schmerz. Schmerz entsteht immer dort, wo das Bewusstsein über seine bisherigen Grenzen hinausgeht. Und daher ist der Weg auch zur geistigen Wahrnehmung, wenn sie ganz gesund und richtig sein soll, hat immer auch diese Schmerzkomponente dabei. Also wenn man zum Beispiel aufwacht zu einem geistigen Erlebnis, das nur beglückend ist, dann kann man hundertprozentig sicher sein, dass da die Widersacher dahinter stecken. Die machen uns leichter, geben uns leichter geistige Erlebnisse. Wenn nicht zugleich also der Schmerz da ist, ich muss da was tun. Und ich bin eigentlich noch nicht so weit. Auch damit hängt es zusammen, dass ich spüre, ja eigentlich ist da eine Aufgabe, für die ich noch gar nicht bereit bin. Aber das stimmt eben nicht. Sondern es geht immer darum, das letzte Mal auch schon gesagt, den nächsten Schritt zu tun. Aber das ist immer der Schritt über die eigene Grenze hinaus. Alles das, was ich erreicht habe, nützt mir nichts. Gar nichts. Ich meine, es hat mich bis daher gebracht. Das ist schon gut so. Aber die Aufgabe fängt genau an der Grenze an und jetzt geht den einen Schritt über sie hinaus ins absolute leere Nichts hinein und macht daraus was. Das ist der Satz, den die Manto dem Faust sagt, als er mit ihr in die Unterwelt hinunter absteigt, im zweiten Teil in der klassischen Walpurgisnacht. Den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Das heißt, die geistige Aufgabe fängt dort an, wo wir von uns Unmögliches verlangen. Nämlich das, was unsere bisherigen Möglichkeiten, die wir haben, genau um den einen Schritt übersteigt. Dort geht's weiter. Alles, was wir bisher schon haben, ist gut und schön, braucht man natürlich auch, aber das hilft uns nicht für den einen Schritt. Da stehen wir vor dem Nichts, aus dem was kommen muss. Durch unsere Kraft. Dort ist die Bewährungsprobe. Und davor nicht Angst zu haben, da mit Mut durchzugehen, das ist die Michael-Kraft vor allem. Und das ist das, was mit dem heutigen Tag eigentlich gefeiert wird. Diese Kraft in die Dunkelheit, in die Ungewissheit, in das Nicht-Berechenbare, in das Nicht-Vorhersehbare hineinzugehen und daraus frei neu etwas gestalten. Darum geht's. Das ist die Aufgabe, die sich stellt, also insbesondere jetzt in unserer Zeit. Ich meine, sie wird sich weiter noch stellen natürlich, aber jetzt sind wir so richtig drinnen, dass wir das ganz bewusst wollen können, dass wir das ganz bewusst anstreben können. Und einen Sinn macht das Ganze eben wirklich erst seit dem Zeitpunkt so richtig, wo wir bewusst diese Schritte machen. Wir haben sehr viele Schritte in der Vergangenheit unbewusst oder halbbewusst gemacht und haben so das Gefühl gehabt, das Schicksal stoßt uns dahin und dorthin und da passiert es halt irgendwie, weil uns viele Kräfte von außen her, vom geistigen Außen her geholfen haben. Sie wirken jetzt oder müssen wirken, wenn sie wirksam sein sollen, bewusst durch unser Ich, weil wir sie herbeirufen und wir ihnen die Richtung geben.
Sie sind nur sozusagen eine Kraft, die uns stärkt, die wir zur Verfügung haben, aber diese Kraft wäre blind, wenn wir sie nicht führen würden. Betrifft die höchsten Kräfte, weil die von sich aus nichts wollen bezüglich der Weiterentwicklung, sondern dieses Wollen uns überlassen. Darum ist es unser freies Wollen. Nur unter der Bedingung ist es möglich. Sie wollen nur das eine, uns die Freiheit geben und dadurch uns die Kraft zu geben, diese Liebe zu entwickeln, sich verschenken zu können. Und da darf niemand eingreifen. Das ist also das sozusagen das heiligste Prinzip in der Menschheitsentwicklung, nicht in den Willen eines Menschen einzugreifen, auch nicht aus dem vermeintlichen Glauben, ihn dadurch vor irgendwas bewahren zu können. Man muss nur sehr unterscheiden zwischen Ego und Ich. Das Ego, dem kann man schon manchmal einen Dämpfer geben und sagen, bitte sei nicht so blöd, lass das Saufen jetzt endlich, weil sonst wirst du nur mehr 2 Jahre leben maximal. Dann kann man schon sagen, willst du das nicht lassen, wenn du willst, helfe ich dir dabei, aber letztlich musst du wollen. Dann muss nämlich sein Ich gegen sein Ego kämpfen und ringen damit. Das ist Schmerz. Also wenn einer schwerer Alkoholiker ist, auf das zu verzichten, das ist hart. Oder wenn es ein Drogensüchtiger ist oder sowas, das ist beinhart. Aber das ist das, was sein Ich rettet, letztlich. Da muss man durchgehen und da darf man natürlich unterstützen, aber sein Ich muss es letztlich wollen, sein wirkliches Ich. Es muss bereit sein, den Kampf gegen das Ego aufzunehmen. Und in dem Ego, da sitzen halt die verschiedenen Drachen auch drinnen. Da knappern sie dran und geben uns Impulse. Das ist ganz stark. Weil ans Ich kann der Luzifer nicht heran, kann der Ahriman nicht heran können bis zu einem gewissen Grad die Asuras. Diese dritte Gruppe. Werden wir auch noch näher sprechen darüber. Die können sogar bis ans Ich heran. Aber also da braucht man dann sehr, sehr starke Kräfte. Aber das geht auch nur, wenn, also ans Ich herankommen, wenn wirklich schwarzmagische Kräfte eingesetzt werden. Das ist noch nicht die große Gefahr. Die meisten können solche Kräfte noch gar nicht entwickeln, durch die Asuras die Möglichkeit dazu bekommen. Aber es wird in der Zukunft kommen, also es werden Herausforderungen auf uns zukommen. Ja, das ist diese Aufgabenstellung, die vor allem bei der Öffnung des 5. Siegels angesprochen werden in Wahrheit. Da ging es also gerade um die, naja, ich lese es einmal noch kurz vor, zur Erinnerung. Und als es das 5. Siegel öffnete, das Lamm nämlich, sah ich unterhalb des Altares die Seelen derer, die um des göttlichen Wortes und um ihrer Zeugenschaft willen den Opfertod erlitten hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme, heiliger und wahrhaftiger Weltgebieter, wie lange zögerst du mit dem Gericht, das unser Blut an den Bewohnern der Erde sühnt? Und jedem Einzelnen von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollte noch eine kurze Zeit in der Ruhewelt verharren, bis sich auch noch die Schicksale ihrer Mitknechte und ihrer Brüder erfüllt hätten, die gleich ihnen den Tod erleiden würden. Das ist das 5. Siegel. Das 5. Siegel bezieht sich einerseits auf unsere gegenwärtige Kulturepoche, in der wir jene Kräfte entwickeln müssen, die nämlich jene geistigen Kräfte entwickeln müssen im Sinne von wollen, weil müssen ist nicht, dass uns irgendwer befehlen kann, wir können es uns nur selber befehlen. Nur wir müssen es machen, wenn wir als Ich weiterkommen wollen. Ich kann zwar sagen, ich tue es nicht, aber dann bleibe ich halt als Ich
kleiner und hinke nach. Es ist unser freier Entschluss. Und daher ist jeder freie Entschluss ist in Wahrheit eine absolute Verpflichtung. Ansonsten ist, ich möchte was machen. Ich tatet gern. Ich täte gerne die Welt verbessern, aber wenn es anstrengend wird, lasse ich es lieber doch. Wenn der Impuls wirklich aus dem Ich kommt, dann tue ich es. Das ist ein hohes Ideal. Jetzt bitte glaubt nicht, dass das alle schaffen und dass das nicht die Katastrophe ist, wenn man auch immer wieder mal versagt dabei. Weil das wird absolut der Fall sein. Ich meine, die ganze Geschichte vom Faust ist ein Weg des ununterbrochenen Scheiterns im Grunde. Aber er lässt nicht nach, der Impuls ist da, immer wieder, aber er scheitert. Aber wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen und so weiter, heißt's. Also nicht, dass ihr glaubt, die Forderung wäre, wir müssten dieses Ideal zu 100% erfüllen. Ich habe auch das letzte Mal das Bild gebraucht. Das Ideal ist der Polarstern, nach dem wir navigieren. Deswegen werden wir nie beim Polarstern ankommen. Aber er gibt uns die Richtung. Und das will die Apokalypse eben auch tun, die Richtung angeben. Und wie weit wir kommen, werden wir halt dann sehen. Aber es ist schon gut zu wissen, in welche Richtung wir segeln sollten. Ja, es wird dann das 6. Siegel geöffnet. Ich will jetzt nicht noch einmal vorlesen, habe ich das letzte Mal auch vorgelesen. Da wird Bezug genommen einerseits auf die 6. Kulturepoche, aber andererseits eben auch so ähnlich wie beim 5. Siegel auf die Zeit nach den Kulturepochen, denn die Siegel selber beziehen sich auf den 6. Hauptzeitraum, auf das 6. Hauptzeitalter. Das ist nach der Zeit der 7 Kulturepochen. Also das beginnt dann so im 8. Jahrtausend ungefähr. Da sind unsere Kulturepochen bereits vorbei. Da sind dann nicht mehr alle Menschen auf Erden inkarniert. Manche sind dann schon so weit, dass sie rein geistig weiterarbeiten. Viele werden aber auch noch auf Erden inkarniert sein. Aber dann wird es darum gehen, dass jetzt diese Kräfte, die wir heute bzw. in der nächsten Kulturepoche entwickeln, dass die dann in unserem Wesen versiegelt sind, in dem Sinn, dass wir es einfach als Kraft zur Verfügung haben. Jetzt lernen wir es. Dann sollten wir es als Kraft zur Verfügung haben. Das ist damit gemeint. Und in dem 6. Siegel wird sehr deutlich beschrieben, wie das dann eine Welt ist, wo alle die Menschen, die einigermaßen ihr Entwicklungsziel erreicht haben, mit ihrem Bewusstsein schon voll und ganz in die geistige Welt eingestiegen sind. Das heißt, ihr Bewusstseinszustand wird bereits ein anderer sein, ein ganz anderer sein, als wir ihn heute haben. Es wird ein Zustand sein, wo die Menschen die sinnliche Welt und die geistige Welt, je nachdem bis zu welcher Höhe, das wird von der individuellen Entwicklung abhängen, aber wo das der Normalzustand sein wird, dass man diese beiden Bewusstseinsarten miteinander verbindet. Und genauso auch verbinden kann noch etwas, was sich vergleichen lässt mit unserem Verstandesdenken, das eben bis zu einem gewissen Grad für die äußere Welt richtig und sinnvoll ist, aber auch ein viel höheres Denken hat, das geistig produktiv, das geistig schöpferisch und geistig wahrnehmend zugleich auch ist. Das wird ein Normalzustand sein. Und daher wird dann da bei der Öffnung des 6. Siegels sehr deutlich beschrieben, wie im Grunde die ganze Sinneswelt in ihrer gewohnten Gestalt verschwindet, wie sich das alles ändert. Die Sterne stürzen herunter, die Sonne verdunkelt sich, der Mond wird blutrot und weiß Gott, was da alles geschildert wird. Die Erde bebt, die Felsen zerspringen. Das ist einfach in Wahrheit ein typisches Erlebnis, wenn der Durchbruch zum geistigen Schauen kommt. So zum Richtigen, wo man mal richtig merkt, wie man nämlich über die Schwelle holpert
in die geistige Welt hinein holpert oder stolpert oder wo man merkt, wie man aus der Sinneswelt herausgerissen wird in gewisser Weise und in die geistige Welt hineinkommt, dann ist das sehr stark, namentlich das Beben, das Erdbeben und so, das ist ein ganz typisches Erlebnis. Es wird auch öfter noch kommen, solche Schilderungen. Ja, wenn dieser Durchbruch oder die diesen Durchbruch schaffen, die werden halt dann zu den sogenannten Auserwählten zählen, die wirklich die weitere Entwicklung vorantreiben können. Andere werden zunächst noch zurückbleiben, bei denen noch unentschieden ist, ob sie ihr Ziel doch noch erreichen, mit Hilfe der anderen erreichen, da werden es viele noch erreichen können, aber es ist eine gewisse Schar, die jetzt vorausgeht, die also ja die Hauptträger dieser Zukunftsentwicklung einmal sein werden, die sozusagen einmal wirklich den Karren weiterziehen. Das sind genau die bei der Öffnung des 5. Siegels angesprochen wurden, die durchs Leid durchgehen und so weiter, die in den Opfertod gegangen sind, aber bitte das alles nicht äußerlich nehmen. Es geht nicht um Äußeres. Auch das Leid, von dem gesprochen wird, ist kein Äußeres. Es geht nicht darum, dass man Verletzungen oder sowas davonträgt. Um das geht es am allerwenigsten. Das sind die Primitivmittel, die relativ bald vorbei sein werden. Es ist deswegen nicht leichter zu ertragen. Es werden einfach seelische Schmerzen sein, die entstehen, ein seelisches Leiden, das entsteht. Ein Leiden daran, dass die Welt nicht genügend vorankommt. Das wird stärker werden. Und vor dem wird man sich viel weniger heilen können, sozusagen durch irgendein Schmerzmittelchen und dass man das wieder zufliegt. Das ist im Seelischen viel schwieriger. Da gibt es halt kein Pulverl, das wegtut so leicht. Auch nicht, wenn man irgendeine Glückspille schluckt. Der Ahriman wird sehr konkurrieren damit, also sich irgendwas einfallen zu lassen in die Richtung, um uns eben von dem Bewusstsein wegzutreiben. Aber ganz wird es hoffentlich, ich sage bewusst, hoffentlich doch nicht reichen. Weil sonst würden wir erlahmen drin und Ahrimans Versuchung verfallen, alles ist schön, alles ist glücklich, alles wird gut. Alles wird galaktisch gut. Das ist so der Ahriman. Der ganze Kosmos wird gut. Das verspricht er uns. Also gewöhnt euch da an den Ahriman, am sympathischen Gesicht, am sympathischen Lächeln, am wohltuenden Auftreten zu erkennen. Nicht als Schreckensgestalt. Das ist nur eine Ablenkung. Er ist dort zu finden, wo alles gut ausschaut, alles wohlgefällig ausschaut. Er will ja wirklich nichts anderes. Er will es ja wirklich. Er will unser Bestes. Nur kennt er unser Bestes nicht, das ist das Problem. Und darum täuscht er uns, ohne uns eigentlich täuschen zu wollen. Weil es ist das Beste, das er kennt. Und das will er uns bieten, nichts anderes. Ja, also jedenfalls die diese Leiden nicht umschifft haben, sondern sie eigentlich bewusst aufgesucht haben, die zählen einmal zu den Auserwählten. Und das sind die versiegelten 144.000. Jetzt wird es sagen, sagen wir, über 7 Milliarden Menschen und jetzt sind 144.000 gerade auserwählt. Und der Rest nicht, oder wie ist das gemeint? Die Zahl 144.000 ist schon die Zahl der Auserwählten. Aber es ist nicht die Anzahl der Auserwählten, sondern es ist, man könnte sagen, die Kennzahl der Auserwählten. Das heißt, es wird darin eine bestimmte geistige Qualität beschrieben, aber nicht so, wie wir heute Zahlen gewöhnlich gebrauchen, um äußerlich was abzuzählen. Sondern es geht darum, dass sich eine geistige Symbolik in diesen Zahlen ausdrückt. Und nur um das geht's. Das können
können vielleicht nur 10.000 sein oder es können auch 6 Milliarden sein oder 7 Milliarden oder 20 Milliarden vielleicht, wenn ich alle zusammennehme. Das ist offen. Das wird die Entwicklung zeigen, wie groß die Anzahl ist. Aber egal wie groß die Anzahl ist, die Qualität, die dahinter steckt, wird beschrieben durch die 144.000. Und das heißt, es wird jetzt darum, na, ich lese es einfach einmal vor, bevor wir darüber weiterreden. Es ist sogar, also übertitelt mit einer kleinen Überschrift, die versiegelten 144.000. Das ist jetzt das 7. Kapitel der Apokalypse. Danach sah ich 4 Engel, die an den 4 Ecken des Erdreiches standen. Sie hielten mit ihrer Kraft die 4 Winde der Erde zurück. Es sollte weder auf der Erde, noch auf dem Meere, noch über irgendeinem Baum ein Wind wehen. Und ich sah den anderen Engel emporsteigen an der Stelle, wo die Sonne aufgeht. Er besaß das Siegel der Lebensbildekräfte Gottes, der Lebensbildekräfte Gottes, und rief mit lauter Stimme den 4 Engeln, in deren Willkür die Erde und das Meer gegeben war, zu: Richtet keinen Schaden an, weder an der Erde, noch an dem Meere, noch an den Bäumen, bevor wir unser Siegel auf die Stirnen derer gedrückt haben, die unserem Gotte dienen. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels sollen das Siegel empfangen. Aus dem Stamme Juda 12.000 Träger des Siegels, aus dem Stamme Ruben 12.000, aus dem Stamme Gad 12.000, aus dem Stamme Asser 12.000, aus dem Stamme Naphtali 12.000, aus dem Stamme Simeon 12.000, aus dem Stamme Levi 12.000, aus dem Stamme Issachar 12.000, aus dem Stamme Zebulon 12.000, aus dem Stamme Josef 12.000, aus dem Stamme Benjamin 12.000 Träger des Siegels. Ja, was ist damit gemeint? Entschuldigt, ich putze mir in der Nachdenkpause, was damit gemeint ist, kurz die Nase. Mich hat nämlich ein bisschen der herbstliche Schnupfen erwischt. Nichts Tragisches, es ist kein Krönchen, kein Coronachen. Muss man heute schon rechtfertigen. Ja, muss man halt. Überhaupt, wenn ich ohne Maske vor dem Mikrofon sitze, was weiß man. Die Viren sind ja böse, die schnupfen womöglich durch die Leitung. Ja, was ist damit gemeint? Also es kommt die Zahl 144.000 vor und es kommt die Zahl 12.000 vor. Wenn man 12.000 mit 12 multipliziert, dann kommt man nämlich genau auf die 144.000. Also da ist sozusagen die 12 mit sich selbst multipliziert irgendwo drin. Naja, was ist die 12-Zahl? Was fällt einem ein bei der 12-Zahl? Na, als erstes die 12 Zeichen des Tierkreises. Also das heißt, die Kräfte, die wesentlich mitwirken, die kosmischen Kräfte, die wesentlich mitwirken auch an unserer Erdentwicklung. Also der Tierkreis, der unserer Erde zugehörig ist. Weil mit dieser 12-Zahl sind im Grunde, da ist der ganze Kreis geschlossen. Wenn man diese 12 Kräfte kennt, dann hat man sozusagen, kann man alle Perspektiven der Entwicklung absehen. Die sind da drin versammelt. Also das, was aus dem ganzen Umkreis herum wirkt. 12 bedeutet also immer sowas wie Vollständigkeit. Der Gesamtumfang. Ein Abbild davon haben wir zum Beispiel im Menschenwesen in den 12
Sinnen, die wir haben. Ja, bei den 12 Aposteln natürlich, auch die 12 Apostel, die den Christus umgeben, der als 13. in der Mitte steht. Aber wir haben es eben auch bei den 12 Sinnen jedes Menschen. 12. Wer mit der Anthroposophie nicht ganz vertraut ist, sagt sich, 12, wieso? Wir haben da von 5 Sinnen gehört und dann gibt es den 6. Sinn, aber das ist schon Hellsehen irgendwo. Na nix, denkst du, wir haben 12 physische Sinne, wirklich für die sinnliche Welt. Ist im Übrigen mittlerweile nicht nur anthroposophische Anschauung, sondern auch die äußere Wissenschaft kennt schon viel mehr Sinne. Deckt sich nicht alles mit dem, was wir aus der Anthroposophie kennen, aber man hat schon viel mehr entdeckt. Also, und mit Sinne ist auch nicht immer gemeint, dass das jetzt so ein Organ wie das Auge oder wie das Ohrwaschel ist. Beim Ohr ist es übrigens schon interessant, weil es als Sinnesorgan gehört beim Ohr der Kehlkopf und der ganze Sprachapparat und Gesangsapparat zwingend dazu. Die gehören zusammen. Die sind ganz wichtig. In einer stärkeren oder schwächeren Verbindung, je nachdem. Daher gibt es also den Hörsinn, es gibt aber auch den Sprachsinn, das ist noch ganz was anderes. Aber natürlich hört man beim Sprachsinn in der Regel auch was und sprechen kann man in der Regel auch. Also da gehört das zusammen. Aber man hat den Sprachsinn dann auch, wenn man nicht hört und nicht, zumindest nicht äußerlich spricht, sondern wenn man sich die Brille aufsetzt und mühsam liest, was da so klein gedruckt steht. Da wirkt nämlich auch der Sprachsinn. Also der Sprachsinn hat auch was mit dem Lesesinn zu tun, aber da sind jetzt plötzlich die Augen beteiligt dabei und tasten das ab. Also das heißt, Sinne, mit Sinnen, zumindest im anthroposophischen Sinn, ist gemeint bestimmte Sinnestätigkeiten. Nicht unbedingt ein einzelnes spezielles Organ, das ich so physisch fassen kann, sondern bei den meisten Sinnestätigkeiten wirken mehrere Organe zusammen ja sogar. Das ist ganz wichtig. Also mit 12 Sinnen ist im anthroposophischen Sinn gemeint 12 deutlich unterscheidbare Sinnestätigkeiten, die es gibt. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, das wird nämlich sonst ein endloser Vortrag, da sitzt man Mitternacht noch da, weil die Beschreibung der Sinnestätigkeiten ist ein Riesenkapitel, ein riesenspannendes Kapitel und wäre oder ist ein Gebiet, wo man sehr, sehr gut den Anschluss finden kann, auch an die äußere Wissenschaft. Weil die zumindest das, was als Organe da ist und was physisch als Werkzeug dazu notwendig ist, und Rudolf Steiner sagt ja selber, die Sinnesorgane sind im Prinzip physikalische Apparate, sind sie auch. Also das Auge hat eine Ähnlichkeit mit einer Kamera und so weiter. Und hinten ist sogar irgendein elektrischer Anschluss mit den Nerven. Also ist sogar eine moderne Kamera, ist eine Videokamera, weiß ich nicht. Videoübertragung live von den Augen ins Gehirn oder keine Ahnung, wie man sich das heute vorstellt. Da wäre total oder ist ein totaler Ansatzpunkt von beiden Seiten, sich das einmal anzuschauen. Von der äußeren Forschung her und von der geistigen Forschung her. Das schließt also ganz nahtlos an. Es ist ein Riesenfeld und vor allem ist es ein total tolles, auch geistiges Übungsfeld, die eigenen Sinne und die eigenen Sinnestätigkeiten so in ihrem vollen Umfang bewusst zu entdecken. Das Interessante ist ja, unsere Sinne sogar, man denkt sich, ja, ich mache dann irgendwann halt als Mensch einmal die Augen auf und dann sehe ich halt die Welt. Na, so ist es ja nicht. Das Kind am Anfang, wenn es geboren wird, macht schon die Augen auf und wenn es hell ist, wird natürlich die Pupille kleiner und das Auge reagiert irgendwie drauf, aber das ist es auch schon. Einmal eine Lichtüberflutung, die vielleicht unangenehm ist. Das ist schon alles. Details werden noch keine wahrgenommen. Und das dauert eine ganz schöne Zeit, bis das Kind lernt, immer mehr wahrzunehmen. Und das dauert noch lange, bis es Gegenstände als Gegenstand wahrnimmt. Ja, da beigt sich irgendwer drüber,
dass das der Papa ist oder so, nein, irgend so was Großes, Undefinierbares schwebt da über mir, aber irgendwie macht es einen hoffentlich angenehmen Eindruck. Ist schön, wenn das sich da überbeugt, aber was das ist, keine Ahnung. Das dauert und dann fasst man vielleicht nach der Nase irgendwann einmal, aha, da irgendwas Interessantes, kommt der Tastsinn dazu. Also wir lernen das Sehen erst und so mit allen Sinnen. Also wir haben keine Sinnestätigkeit, die wir nicht lernen müssten. Bei den Tieren ist sehr viel mehr angeboren. Ich meine, bei den höheren Tieren ist selbst dort eine gewisse Lernphase vorhanden, ist aber wesentlich kürzer als bei Menschen. Wir haben sie länger und vor allem, wir können lernen bis an unser Lebensende. Auch in der Sinnestätigkeit. Das heißt, bevor wir vom Hellsehen reden, sollte man mal ausloten, was können wir denn einmal sinnlich alles noch mehr sehen. Weil dann kommen wir drauf, das meiste sehen wir ja gar nicht, obwohl wir mit den Augen davor stehen. Und wir merken es gar nicht. Ja, es ist schon ein Unterschied, wenn jemand sich mit den Pflanzen, mit den Bäumen, mit den Blumen intensiv beschäftigt. Der sieht so viele Details, die ein Laie auf dem Gebiet nicht sieht. Der sieht, aha, ja, schöne Blumen sind da. Und das erfreut ihn, ja, ist ja auch gut. Aber jemand, der sich jahrelang, jahrzehntelang vielleicht mit den Blumen beschäftigt hat, der sieht noch viel, viel mehr. Der sieht sofort, was fehlt denn der Blume vielleicht? Was bräuchte sie für einen anderen Dünger oder wie muss ich sie anders pflegen? Oder ist sie an einem zu schattigen Platz oder einem zu sonnigen Platz? Nicht, weil die Pflanze jetzt schon ganz verwelkt ist, weil dann sieht der Laie auch, dass mit ihr irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern an den Feinheiten, wo der Laie eben nichts sieht. Dann sagt, ist eh alles in Ordnung, ist eh alles schön. In Wahrheit ist die kurz vorm Eingehen. Also wer sich damit intensiv beschäftigt hat, sieht das. Und dasselbe ist beim Klang. Was hört ein Musiker viel mehr, ein geübtes musikalisches Ohr, viel mehr als jemand, der halt Schweinsohren hat. Ja, ich beziehe das auf mich selber, ich habe leider musikalisch ziemliche Schweinsohren, ich tue mir schwer, sehr schwer. Also das ist meine Lebensaufgabe, da ein bisschen weiterzukommen und das Ohr zu trainieren. Das ist mir nicht in die Wiege gelegt. Beim Sehen geht es ganz gut, aber da, jetzt auch nicht mehr, jetzt brauche ich auch schon die Brille, aber beim Ohr gibt es nicht was das so verfeinern könnte. Es gibt zwar Hörgeräte, aber die verfeinern nichts. Und es geht nicht um die Lautstärke, sondern es geht um die Feinheit des Gehörs und das ergreifen zu können. Und da gehört viel mehr halt noch als das Ohr, als äußeres Organ und die Schnecke, da gehört noch sehr viel, viel mehr dazu. Also auch das Ohr ist viel größer eigentlich in Wahrheit, was dazu alles notwendig ist an Tätigkeit. Und so für alle Sinne. Das heißt, wenn wir nur vollständig Mensch sein wollen, dann müssen wir schon durch die 12 Tierkreiszeichen durch, zum Beispiel im Bereich der Sinne, also durch alle 12 Sinnesorgane durch. Dann sind wir überhaupt erst als Mensch vollständig, beziehungsweise zumindest als Menschheit, wenn wenigstens es Gruppen gibt, die das eine gut entwickelt haben, andere Gruppen, die das andere ganz toll entwickelt haben, das muss zusammenwirken. Also das hängt schon mal mit der 12-Zahl zusammen. Und das hängt damit zusammen, dass es 12 Stämme, so werden sie jetzt genannt, gibt, wo jeweils 12.000 Menschen drinnen sind, 12.000 Angehörige. Also jeder Stamm in sich muss diese Vollständigkeit suchen, das drückt sie in der 12-Zahl aus. Und dann müssen noch einmal 12 solche Stämme zusammenwirken, dass es überhaupt erst die ganze Menschheit wird. Ich meine, ein interessantes Bild ist, ohne dass ich jetzt sehr viel näher darauf eingehen will, weil tatsächlich haben die Leute eine gewisse Ahnung, die das so gemacht haben. Ihr kennt doch die Europaflagge. Die blaue Flagge mit den 12 Sternen. Und die hat nie bedeutet die Anzahl der Mitglieder. Das ist eine Fehldeutung, sondern es hängt mit dem Tierkreis zusammen.
mit den Tierkreiskräften. Und es ist damit letztlich gemeint, Europa solle in sich versammeln die Kräfte des ganzen Tierkreises. Das steht irgendwo weit im Hintergrund, steht natürlich nicht in den offiziellen Dokumenten drinnen. Und ob die heutige EU, so wie sie es tut, auch diesem Ziel wirklich näher kommt, ist jetzt eine andere Frage, will ich jetzt nicht diskutieren. Aber geistig steckt das dahinter. Und tatsächlich ist das auch ein Ziel, dass die Menschheit sich so entwickeln wird in der Zukunft und entwickeln soll, dass es eben Völkerschaften gibt, die in sich das Prinzip der Zwölfzahl, also dieser Vollständigkeit, erreichen und dass alle diese Völker auch wieder im Sinne der Zwölfzahl zusammenarbeiten. Weil erst wenn wir das haben, dann können wir mit Fug und Recht wirklich von der Menschheit sprechen. Nicht wahr? Dann ist sie verwirklicht. Das heißt, es wird sich hoffentlich zu einem großen Teil erfüllen in der nächstfolgenden Kulturepoche. Zumindest, dass dort die ganzen Kräfte so verinnerlicht werden, versiegelt werden, dass sie in der Menschheit vorhanden sind. Und dann im 6. Hauptzeitalter, nach der Öffnung des 6. Siegels, zur Verfügung zu stehen. Mit den 12 Stämmen Israels ist in Wahrheit, wenn man es im heutigen Sinn liest, eben nicht nur das Volk Israel gemeint, sondern mit Israel war ja immer gemeint das Gottesvolk. Das heißt, die Menschen, die die geistige Entwicklung wirklich anstreben. Und das bezieht sich nicht nur auf das jüdische Volk der Israeliten, sondern das bezieht sich auf alle Menschen in Wahrheit, die geistig strebend sind. Das ist in Wahrheit damit gemeint. Ja, also in der Zwölfzahl steckt der Tierkreis drinnen. Wieso 12.000? Warum nicht nur 12 Leute aus 12 Stämmen? Ja, wäre vielleicht ein bisschen armselig, könnte man sagen, na gut, damit es noch ein bisschen mehr ausschaut, sagen wir halt 12.000, das ist ein bisschen realistischer. Aber in der Zahl 12.000, dass da 1000 drinnen steckt, steckt auch noch eine wichtige Symbolik drinnen. Nehmen wir mal nur die Zahl 1000 überhaupt. Das ist also eine 0, noch eine 0 und davor eine 1. Jetzt die Frage, was bedeuten die Nullen, was bedeutet die 1? Nicht im mathematischen Sinn, sondern im symbolischen Sinn. Die 0 ist ja eine ganz interessante Zahl, die Griechen eigentlich ursprünglich nicht kannten, die Europäer daher zunächst einmal auch nicht kannten, sondern sie kamen erst über die Araber zu uns herein und die haben es von den Indern. Und die Inder haben Anregungen dazu von den Babyloniern. Die Babylonier waren die auch halt mit dem Tierkreis gearbeitet, Babylonier, Chaldäer und so, die mit dem Tierkreis gearbeitet haben. Also von denen kommt sowohl die 12-Zahl als auch in gewisser Weise die 0, weil die in ihrem Zahlensystem gewisse Leerstellen hatten. Die Leerstellen wurden nicht besonders benannt, aber es gab immer eine Leere irgendwo drinnen bei ihren Rechnungen. Also das, wo wir heute die Nullen stehen haben. Die Inder haben das dann übernommen und waren sich bewusst, ja, die Null stellt die absolute Leere dar. Sunyata im Sanskrit. Und die war ihnen ganz wichtig, weil die Leere, das Nichts in gewisser Weise, das ist der Raum, aus dem was Schöpferisches herauskommen kann. Es ist aber auch der Raum, in dem eine voll entwickelte schöpferische Kraft sich zurückzieht. Nicht, was Schöpferisches entsteht aus der Leere, entwickelt sich, indem es schöpferisch tätig ist, wird seine
schöpferische Kraft stärker und dann zieht sich die äußere Erscheinung wieder zurück und das Ganze verschwindet zum Schluss wieder ins rein Geistige, das heißt äußerlich gesehen ins Nichts. Und wenn ich sage äußerlich, meine ich durchaus nicht nur die sinnliche Welt als das Äußere, sondern letztlich die Lebenskräfte. Das Ätherische ist auch was Äußeres, dem Geistigen gegenüber. Die Seelenwelt, das Seelische ist dem Geistigen gegenüber auch etwas Äußeres. Und im sogenannten Geistigen, naja, geht es auch noch. Wir haben schon die letzten Male davon gesprochen, es gibt das geformte Geistige und es gibt das ungeformte Geistige. Das ungeformte Geistige ist so wie ein Urbild, das noch nicht genau festgelegt ist, aus dem schöpferisch was entstehen kann. Bei dem Urbild kommen wir schon sehr nahe an dieses Nichts heran. Aber eigentlich ist es noch eine Stufe dahinter. Also es liegt über dem, was man so im Normalfall als die geistige Welt bezeichnet. Dieses Nichts, in das sich alles zurückzieht und aus dem alles kommt, das ist mit der Null gemeint. In Wahrheit. Aber diese Null ist ein Nichts, aus dem unheimlich viel entstehen kann. Und wenn es wieder in die Null hineingeht, ist diese Null kräftiger geworden und kann im nächsten Schritt eine neue, noch perfektere Welt, wenn man es so nennen will, hervorbringen. Also die Schöpferkraft wird immer größer, von Mal zu Mal. Ja, jetzt schauen wir mal, wie ist es mit unserer Erdentwicklung. Unsere Erde ist vorangegangen der alte Mond, der Kosmos der Weisheit, wie wir es auch genannt haben. Vor dem alten Mond gab es die alte Sonne und vor der alten Sonne den alten Saturn. Und dann kann man nicht mehr von davor sprechen, weil die Zeit in unserem Sinne oder in einem irgendwie unserem Sinn vergleichbaren erst da beginnt. Und trotzdem ist da am Anfang aber schon eine gewaltige Schöpferkraft vorhanden. Aus dieser Anfangsnull entsteht was, wird fertig und diese Kraft steckt jetzt drinnen und vergeistigt sich, nämlich diese Kraft, die den alten Saturn gebildet hat. Und das ist die erste Null, die wir haben. Dann wird daraus, aus dieser Null heraus, ein neuer Kosmos geboren, nämlich die alte Sonne. Also eine große Eins. Eins ist steht jetzt in dem Fall für das in die äußere Erscheinung treten. Aber auch diese alte Sonne ist irgendwann fertig. Ihre Schöpferkraft geht ins Geistige zurück und es wird eine Null daraus, die zweite Null. Also erste Null ist der alte Saturn, zweite Null ist die alte Sonne, vollkommen vergeistigt. Äußerlich gesehen nichts, Leere. Das ist die Null. Aber diese Null ist fruchtbar. Sie wird auch als Ei bezeichnet. Das Ei, aus dem eine neue Schöpfung entspringt. Und so entspringt jetzt aus der alten Sonne wieder was Neues, eben die Welt des alten Mondes, der Kosmos der Weisheit. Am Ende vergeistigt sich dieser Kosmos wieder und wir haben das dritte Ei. Das sind jetzt schon ordentliche Eier, die drei. Das sind Straußeneier. Große. Und aus diesem letzten Ei heraus kommt unsere Erdentwicklung, die sich jetzt entfaltet. Wieder durch eine Eins einmal gekennzeichnet. Damit haben wir die Zahl 1000. Und das jetzt multipliziert mit den 12 Tierkreiskräften, auf das wird hier Bezug genommen.
Also das heißt, da kommt etwas, was in der Vergangenheit schon ausgereift ist, zu einer gewaltigen geistigen, schöpferischen Kraft, die jetzt als Ei zur Verfügung steht. Und das nicht nur einmal, sondern dreimal hintereinander. Und das soll sich jetzt nicht nur als eine Eins entfalten, sondern in 12 Facetten. In den 12 Facetten des Tierkreises. Darum ist die Zahl jetzt eben nicht 1000, sondern 12.000. Für jede Menschengemeinschaft und 12 solcher Menschengemeinschaften soll es geben, aber jetzt auch wieder im qualitativen Sinn, damit die ganze Menschheit entsteht. Wirklich entsteht, dass man wirklich sagen kann, es ist jetzt die ganze Menschheit. Also alle, die halt mitziehen mit dem. Aber das sind die Auserwählten. Also das Bild ist zu lesen mit dieser Symbolik im Hintergrund. Es hat nichts, wirklich nichts zu tun, überhaupt nichts mit der äußeren Anzahl. Dabei steckt ja in dem 12 stecken ja noch sehr, sehr viele interessante Dinge drinnen. 12 ist zum Beispiel 4 mal 3 oder 3 mal 4, wie immer man es nennen will. 4 und 3. 3 ist eine Zahl, die was mit Beweglichkeit zu tun hat. 3 und drehen hängt nicht zufällig miteinander zusammen, im Wort ist das schon drinnen. Und auch wenn man ein bisschen empfinden kann, wenn 3 Punkte oder was sind, dann kriegt das schon eine gewisse Dynamik. Wenn es nur 2 sind oder auch wenn es 4 sind, ist es irgendwie starrer. Die 3 ist immer so in der Bewegung irgendwo drinnen. Also ein Tierkreis mit 4 Tierkreiszeichen alleine, das wäre kein richtiger Tierkreis. Da muss die 3 auch noch dazu kommen, dass eine Bewegung auch bekommt. Das Element der Bewegung. Und diese Bewegung hat ihren Ursprung wo? In der Willenskraft, die aus dem Seelischen kommt. Das ist eigentlich der Bewegungsimpuls. Und dieser Bewegungsimpuls kann sich aber auf 3 Arten entfalten, namentlich im Menschenwesen, nämlich als Wollen, als Fühlen und als allerletztes als Denken. Im Denken wird die Bewegung, ja zumindest so wie das heutige Verstandesdenken ist, zum Stillstand gebracht, daher stirbt sie. Sie kommt aus dem Wollen, sie schwingt im Fühlen und stirbt im Denken, im Verstandesdenken. Im lebendigen Denken nicht, da bleibt sie lebendig. Also denken, fühlen, wollen, das hat sehr, sehr viel mit der Dreizahl zu tun. Womit hat die 4-Zahl zu tun? Was fällt uns dazu ein? Na, zum Beispiel die 4 Wesensglieder des Menschen. Physischer Leib, wobei wir wissen, physischer Leib und stofflicher Leib ist auch nicht ganz das Gleiche, aber lassen wir das heute. Physischer Leib, wenn er nur der physische wäre, dann wäre es eigentlich ein Leichnam. Wenn er nur physischen Gesetzmäßigkeiten, physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten folgen würde, wäre er bloß ein Leichnam. Damit er belebt wird, muss dahinter der Lebensleib, der Bildekräfteleib, der Ätherleib stehen. Das ist das zweite Wesensglied des Menschen. Aber beseelt ist er deswegen auch noch nicht. Damit überhaupt Beseelung stattfindet, das heißt auch ein Bewusstsein, ohnehin eher ein traumartiges Bewusstsein, es muss noch der Astralleib dazukommen. Astralleib, der hängt schon wieder mit den kosmischen Kräften zusammen, mit den Sternenkräften. Da ist im Übrigen schon wieder die 12 Zahl auch irgendwo drin versteckt. Weil
weil die Seelenkräfte eben wirklich mit dem ganzen Kosmos zusammenhängen draußen auch. So, jetzt haben wir schon drei, also physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, und als viertes kommt der sogenannte Ich-Träger dazu. Also das, was die ganze Gestalt so modifiziert, dass das Ich sich darin verkörpern kann. Manchmal gebraucht Steiner eben diesen Ausdruck ganz bewusst Ich-Träger. Und nicht nur bloß Ich, das ist so die Kurzform, dass ich sage physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich. Aber das Ich ist nichts Leibliches mehr, das ist eben was Geistiges. Aber es braucht einen leiblichen Träger, und das ist der Ich-Träger. Also da haben wir jetzt 4 Elemente, 4 Wesensglieder des Menschen. Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich-Träger. Und da drin wirkt jetzt das Seelische in Denken, Fühlen und Wollen zum Beispiel. Und braucht dieses Werkzeug. Nämlich alle diese 4 Leibesglieder brauchen wir, damit Denken, Fühlen und Wollen, so wie wir es hier im Irdischen haben, damit sich das entfalten kann, dazu braucht es das leibliche Werkzeug. Daher ist auch klar, dass Denken, Fühlen und Wollen nach dem Tod einen anderen Charakter annimmt, wenn nämlich diese Leibeshüllen in der Form nicht mehr da sind. Weil der physische Leib fällt mit dem Tod ab, kann man sagen, und wird dann früher oder später zersetzt. Auch der Ätherleib, die Lebenskräfte zerstreuen sich. Das ist im Übrigen, also dieses Zerstreuen der Ätherkräfte, das ist genau das, also was die Zurückgebliebenen, die stark also verbunden waren mit dem Toten, der hinübergegangen ist, was die sehr, sehr stark spüren in ihrem Leben, in Wahrheit. Und die Trauer, also die richtige Trauer, hängt mit dem zusammen, dass tatsächlich eben Lebenskräfte weggehen, die man mit dem anderen nämlich geteilt hat, wo nämlich eine starke Beziehung, eine starke soziale Beziehung mit dem anderen Menschen da ist, hat man einen Teil dieser Ätherkräfte gemeinsam. Man teilt sie und da fällt etwas weg. Und das bedeutet tatsächlich also einen Verlust auch für die eigenen Ätherkräfte, und das heißt, mit dem muss man sehr bewusst umgehen. Und da nützt es einem gar nichts, selbst wenn ich hellsichtig bin und den Toten verfolgen kann, wie er in die geistige Welt geht, bezüglich der Ätherkräfte nützt mir das gar nichts. Die sind weg. Die gehen in die Welt hinaus und stehen mir zunächst einmal nicht mehr zur Verfügung. Und das muss man bewältigen. Und dem muss man sich ganz bewusst stellen. Dass man da sagt, ja, jetzt muss ich bestimmte Ätherkräfte mir aufbauen, die ich vorher einfach als Geschenk bekommen habe durch den anderen oder durch die anderen Menschen, mit denen ich verbunden war. Solche Dinge sind auch da zum Beispiel, wo eine gewisse Schicksalsgemeinschaft zerbricht, aus irgendeinem Grund. Das heißt, der andere muss ja gar nicht sterben, aber wenn sich die zerstreut, da ist eine Gemeinschaft von einigen Menschen, die was miteinander getan haben, wenn die auseinandergehen, egal ob jetzt zunächst einmal, weil sie sich freundschaftlich trennen oder im Streit trennen, aber wenn es auseinandergeht, sind diese gemeinsam geteilten Ätherkräfte, lösen sich auf. Das kann sehr fruchtbar für die Welt draußen sein. Ist also nicht unbedingt negativ zu sehen, sondern es kann sehr gut sein, dass eine gewisse Gemeinschaft für 10, 20, 30 Jahre vielleicht gemeinsam tut und dann sagt, unsere Aufgabe ist erledigt, wir gehen auseinander und diese Lebenskräfte gehen in die Welt über, ich sage es einmal so allgemein. Das hat Wirkungen, namentlich im sozialen Bereich, im Größeren. Also das ist nichts Negatives, aber man muss sich bewusst sein, dass man dann
für sich selber diese Ätherkräfte ergänzen muss. Sonst kann das wirklich Probleme bis ins Gesundheitliche hinein bedeuten. Weil Lebenskräfte sind die, die uns gesund halten. Es sind auch die Kräfte, die uns zu einem wirklich lebendigen Denken befähigen. Also das heißt, auch da ist eine Einbuße möglich. Aber diese Denkkräfte sind zugleich eben so, wie wir sie im Erdenleben haben, etwas, was ja auch dann das physische Gehirn ergreift, und da sterben sie aber. Und genau das, wenn wir also heute in Wahrheit den Übergang schaffen müssten, sollen, wollen, hoffentlich, vom bloßen Verstandesdenken zum schöpferisch lebendigen Denken. Das ist der Schritt, der jetzt, hier und heute fällig bis überfällig ist. Der eigentlich schon im 20. Jahrhundert hätte passieren sollen, wo aber so starke Gegenimpulse da waren, dass es in einem sehr geringen Maße passiert ist. Nicht? Weil es gab natürlich etliche Menschen, denen das gelungen ist, die ein sehr lebendiges Denken entwickelt haben, aber kulturprägend ist es nicht geworden. Und das müsste kommen, namentlich bis in den wissenschaftlichen Bereich auch hinein. Gerade dort, weil der wissenschaftliche Bereich leidet heute, und ich sage wirklich leidet, auch wenn es vielen nicht bewusst ist, aber er leidet daran, dass er immer mehr versinkt in dem absterbenden Verstandesdenken. Und man glaubt nur, das, was sich in ganz klare verstandesmäßige Definitionen fassen lässt, was sich klar mathematisch berechnen lässt, nur in dem sei wissenschaftliche Wahrheit zu finden. Es geht immer mehr in die Richtung. Und das stimmt aber nicht. Weil damit erfasse ich wirklich nur das Absterbende, damit kann ich nichts Lebendiges erfassen, damit kann ich nicht zum Beispiel die Entwicklung des Lebens auf der Erde verstehen, also Biologie oder so, ist mit diesem Denken nicht bis zu ihrer wirklichen Aufgabe zu bringen, nämlich das Leben zu verstehen. Wir verstehen heute sehr viel, was an chemischen, physikalischen Prozessen in den Zellen und so weiter sich abspielt, da wissen wir viel. Ich kritisiere das überhaupt nicht, wir sollen da weiter forschen, wir brauchen das, weil diese Kräfte sind drinnen, die sind als Gerüst notwendig, dass sie uns tragen. Aber um das Leben zu verstehen, muss ich auf die nächste Ebene kommen. Und auf die komme ich nur, wenn das Denken sich ändert. Weil für das Verstandesdenken sind diese Kräfte einfach nicht mehr vorhanden, weil sie abgestorben sind. Und daher kann ich das Leben mit dem Verstandesdenken nicht erfassen. Ich muss ein künstlerisches Denken haben. Daher, so falsch zum Beispiel der Glaube, gibt es doch in Amerika namentlich immer wieder die große Diskussion, also Evolutionslehre, Darwinsche oder wie immer, neodarwinistische oder sonstige Evolutionslehre in vielen Stufen, wie sie sich weiterentwickelt hat, im Gegensatz zu, da gibt es dann die Leute, die vom Intelligent Design sprechen, weil der liebe Gott doch hat die Welt geschaffen und das müsste irgendwo hineinkommen. Und die anderen schimpfen natürlich dagegen, na so ein Blödsinn, jetzt kommt wieder der liebe Gott durch die Hintertür, wo man nicht weiter weiß, hat er Hokuspokus gemacht und dort ist drinnen, sie streiten. Die Darwinisten sagen, das sind Naturgesetze und der Zufall und die spielen zusammen und was funktioniert, bleibt halt über und so entwickelt sich alles in der Natur. Und der Rest stirbt halt aus und ist weg. Und die anderen sagen, naja, nein, der Schöpfer hat nach einem großen Schöpfungsplan die Natur in sinnvoller Weise entworfen. Ja. Na, beide haben Unrecht in Wahrheit. Beide haben Unrecht, weil es ist einerseits wirklich nicht nur der blinde Zufall, der tätig ist, aber es ist noch weniger
dass der liebe Gott eben in irgendeinem Schubladel in seinem himmlischen Büro den fertigen Weltenplan hat bis ins kleinste Detail und alles vorherbestimmt ist, wie da unten es sich entwickeln wird. Das ist völliger Blödsinn. Es ist eben ein geistig-schöpferischer Prozess und da steht nirgends nichts von Haus aus fest, sondern es manifestiert sich immer im Moment. Und wir haben auch ja gesagt, wie stark der Mensch mitarbeitet. Die Natur ist ja nicht fertig. Die Natur ist auf dem Weg zur Kultur, durch den Menschen mitgestaltet zu werden. Und der Prozess ist aber alles andere als, naja, ich meine, wir neigen heute dazu, es zu einem Designprozess machen zu wollen. Sprich, wie werden wir denn die Natur umgestalten? Dann machen wir irgendeinen Plan vorher, rechnen alles durch und ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage. Das heißt, die Umgestaltung der Natur, die wirkliche, sinnvolle Umgestaltung der Natur, wird im Wesentlichen nicht so funktionieren, sondern sie wird zumindest dazu auch das künstlerisch-schöpferische Element brauchen. Das Design-Element hat schon was für sich, das hängt nämlich mit den Naturgesetzen zusammen, die vom alten Mond herüberkommen. Dass es das alles denen anpassen muss, ist schon richtig. Da gibt es kein Pardon. Die Naturgesetze werden nicht umgestoßen. Der liebe Gott am allerwenigsten stoßt es um, weil man glaubt ja immer, ein Wunder ist dort, wo plötzlich die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Das ist der größte Unsinn. Das eigentliche Wunder ist überhaupt, dass es sie gibt. Aber nicht in ihrer Aufhebung beweist sich Gott. Darin zeigt sich nur, da wurde in der Vergangenheit, nämlich überhaupt bevor unser Kosmos entstanden ist, haben viele geistige Wesenheiten sehr fleißig daran gearbeitet, dass es diese Naturgesetze gibt jetzt. Und die sind für unsere Erdentwicklung bindend. Die sind wirklich bindend. Und die sind alle geistigen Wesenheiten gebunden, weil sie sich selber daran gebunden haben. Sie wollen sie nicht ändern. Aber in diesen Naturgesetzen sind auch riesige Freiräume drinnen, sodass ich im Grund die wichtigsten Dinge überhaupt nicht vorherberechnen kann. Sie geben dem ganzen Erdenkosmos eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit, von der ich schon am Anfang ein bisschen gesprochen habe, die notwendig ist, dass wir hier überhaupt uns klar als ich-bewusste Wesen entfalten können, als freie ich-bewusste Wesen. Dazu brauchen wir eine gewisse strenge Ordnung auch, die da ist. Die darf aber nicht so streng sein, dass nichts mehr möglich ist in Freiheit. Sondern, ja, wie heißt das schöne Dichterwort, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das heißt, wir sind durch strenge Gesetze beschränkt und haben innerhalb dessen aber einen unendlichen Spielraum, in Wahrheit. Unendliche Möglichkeiten, die wir entfalten können. Aber wir arbeiten nicht in einem blinden Chaos, in dem es noch gar nichts gibt, sondern es ist durch 3 kosmische Entwicklungsstufen sind endlich Naturgesetze entstanden, die jetzt unserer Erde zugrunde liegen und die eine gewisse Ordnung geben. Aber diese Ordnung ist freilassend und sie ist eigentlich der Rohstoff, könnte man sagen, künstlerisch, geistig, schöpferisch gestaltet zu werden. Und der ganze Evolutionsprozess ist ein geistig, schöpferisch, kreativer Prozess, in dem das Eigentliche, das Wesentliche nirgendwo vorhersehbar ist. Dem aber trotzdem Naturgesetze zugrunde liegen. Das heißt, es ist eine gewisse Ordnung da, es werden gewisse Dinge möglich sein und andere nicht möglich sein, aber egal wie eng der Bereich gesteckt ist, innerhalb dessen ist unendlich viel möglich. Etwa wie viele reelle Zahlen gibt es zwischen 0 und 1? Also Zahlen mit Kommastellen. Und jede Kommazahl kann unendlich viele Kommastellen haben. Also gibt es zwischen 0 und 1 in Wahrheit unendlich viele Zahlen. Und ebenso gibt es zwischen 1 und 2 unendlich viele Zahlen.
Und so geht es weiter. Das heißt, man kann im engsten Bereich, ja selbst zwischen 0,1 und 0,2 liegen unendlich viele Zahlen. Ich kann immer enger gehen, ich kann es immer kleiner machen. Und immer noch sind unendlich viele Zahlen dazwischen. Wenn ich eben die Kommazahlen nehme. Weil Kommazahlen können unendlich viele Stellen haben. Kann immer noch eine Stelle sich hinten ändern. Also man kann im Kleinsten immer noch unendlich sein. Und so in etwa kann man sich das vorstellen. Die Welt ist durch die Naturgesetze sehr eng geworden. Es geht nicht mehr dorthin oder dorthin. In die Richtung geht's. Aber da drin unendlich viele Möglichkeiten. Und die offenbaren sich dann in der Natur in Form der Evolution, in Form der Pflanzen, die herauskommen, in Form der Tiere, die herauskommen. Und da wirken wir geistig mit, wenn wir dann durch die geistige Welt nach dem Tod durchgehen. Vor allem. Natürlich auch äußerlich, durch Züchtung und so weiter. Wir arbeiten äußerlich von der einen Seite, nur seit der Mensch halbwegs in der Form die Erde betreten hat, hat er begonnen, das Tierreich und das Pflanzenreich zu verändern. Jetzt nicht so gelassen, wie es ist. Erst recht dann natürlich, wie die Zeit der Landwirtschaft, also der Sesshaftigkeit kam, die Zähmung der Tiere, wodurch die Haustiere entstanden sind, haben wir Einfluss genommen. Wir haben angefangen, Design zu machen, weil wir haben es nach unseren Wünschen und Vorstellungen gerichtet. Da kommt nämlich schon sehr von Anfang an im Grunde der Verstand, die Nützlichkeit und so weiter auch hinein. Also man sieht, das fängt schon an, so in der urpersischen Zeit fängt das schon an. Bevor die Leute noch so ganz bewusst verstandesmäßig denken können, aber in ihrem Tun haben sie schon was gewisses Planvolles drinnen. Wir sind die intelligent oder weniger intelligent Designer. Die gescheiteren oder die weniger gescheiteren Designer. Also dieser Begriff des Intelligent Designs oder Gott hat seinen Plan gemacht, das haben wir von uns. Darum glauben wir das, weil wir es so angehen. Eigentlich müsste man die Verwandlung der Natur über dieses bloße Design hinaus künstlerisch, kreativ gestaltend angehen. Dann wird das was Sinnvolles. Da kommt ein schöpferischer geistiger Impuls in das Ganze. Und nur, weil der Verstand kann nämlich nur Vorhandenes zerlegen, auseinandernehmen, neu zusammensetzen. Man kann Gentechnik machen, okay, da schneide ich irgendein Stückchen aus den Genen heraus und setze bei einem anderen Wesen irgendwo ein. Aha, jetzt habe ich eine Maus, der wächst plötzlich irgendwo am Rücken ein Ohrwaschel, ein menschliches Ohrwaschel heraus. Grotesk, hat es ja solche Versuche gegeben. Ich meine, die arme Maus, die da zum Versuch ist. Es hat ja zwar nicht wehgetan, aber es ist grotesk. So passiert Design. Es kann geschmackvoll oder weniger geschmackvoll sein. Was hat man noch gemacht? Man designt ja ein in der Nacht grün leuchtendes Kaninchen. Ja, geht, klar, weil es gibt ja wie Glühwürmchen oder so, es gibt Tiere, die in der Nacht leuchten. Das kann ich natürlich übertragen auf ein anderes Tier. Also gibt es jetzt ein grün leuchtendes Kaninchen. Tut dem jetzt nicht weiter was, aber ob das jetzt unbedingt die Zielrichtung ist, in die Verwandlung der Natur führen sollte, ist halt eine andere Frage. Das ist im Grunde einfach eine verstandesmäßige blöde Spielerei. Also das ist nicht der Weg, wie wir die Natur verändern sollten. Das ist Design. Intelligent lasse ich jetzt weg. Na, künstlerisch gestalten die Natur, geistig, schöpferisch sie gestalten. Das ist das, was auf uns immer mehr zukommt. Das wird die Aufgabe sein. Das Wetter, das Klima, alles. An allem werden wir bewusst mitarbeiten müssen. Wenn wir es nicht tun, dann wird es am allerkatastrophalsten werden.
Also der Gedanke ist vollkommen falsch. Am besten die Menschen nehmen die Finger raus aus der Natur und tun nichts mehr, dann wird alles gut werden, weil wir zerstören eh nur. Wenn wir nicht mitarbeiten, wird es am allerschnellsten kaputt werden. Wenn wir falsch mitarbeiten, indem wir zu viel Spielraum dem Avemann lassen, wird es ein bisschen länger dauern, bis ganz schlecht wird, aber es wird auch nicht sehr gut sein. Wenn wir künstlerisch, schöpferisch, geistig, kreativ arbeiten, das heißt aus dem Prinzip der Liebe heraus arbeiten, weil Kreativität, Ich-Kraft, geistige Kraft heißt, sich in Liebe verschenken können, dann werden wir die Erde in einer guten Weise verwandeln. Und dann werden wir das meiste mitnehmen, das auch aus unserer Erde, wenn sie einmal äußerlich vergangen ist, ein ordentliches Straußenei wird, in dem eine gewaltige schöpferische Kraft drinnen steckt. Weil wenn es dann hinübergeht zum neuen Jerusalem, dann gibt es ein Ei mehr. Dann gibt es das Ei vom alten Saturn, das Ei vom alten Sonne, das Ei vom alten Mond und dann haben wir auch ein Ei gelegt. Es ist jetzt die Frage, ob das ein Straußenei ist, ein Hühnerei oder ein Wachtelei oder irgend sowas. Wobei ich über die Qualität jetzt nichts sage. Aber dorthin zielt das Ganze. Mitarbeiten. Und mitarbeiten wirklich als Menschengemeinschaft. Menschheitsgemeinschaft. Das ist gemeint mit den 144.000 Auserwählten. Und die nehmen aber dann viele andere mit durch ihre Hilfe. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss, ja, wir sind schon, glaube ich, ziemlich gegen Abschluss, noch lesen, weil dann kommen wir, ja, bis zum 7. Siegel werden wir noch gehen. Ein paar Minuten haben wir schon noch. Also, ich lese weiter im 7. Kapitel der Apokalypse, die große Schar in weißen Gewändern. Jetzt kommt eine große Schar in weißen Gewändern. Also vorher waren es die durch die Zahl 144.000 charakterisiert sind. Und jetzt sind welche, die noch über das hinausgehen, die vielleicht nicht alle diese Kräfte in sich haben, aber die doch so weit gekommen sind, dass sie geistig rein geworden sind und daher dieses weiße Gewand tragen. Das sind ihre Hüllen eigentlich, ihr seelisches, ihre Lebenskräfte, ihr physisches, sofern sie es noch haben, sofern sie nicht schon überhaupt im geistigen Leben was heißt es denn jetzt über diese große Schar? Danach sah ich, siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Rassen und Sprachen, die niemand zählen kann. Da gibt es jetzt keine Kennzahl, die ist jetzt jeder vielleicht seine eigene oder so. Sie standen vor dem Throne und dem Lamme, mit weißen Gewändern bekleidet, Palmzweige in den Händen, und sie riefen mit lauter Stimme, Heil unserem Gotte, dem Thronenden und dem Lamme. Und alle Engel standen im Kreise um den Thron und um die Ältesten und um die 4 Tiere, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder in Anbetung des göttlichen Weltengrundes und sprachen, Amen. Das Segenswort, die Offenbarung, die Weisheit, die Dankesopfer, die Seelenwürde, die Weltenkraft und die Geistesstärke, sie gehören unserem Gotte für alle Äonen. Amen. Noch einmal Amen. Wir wissen aus den vergangenen Vorträgen, ich hoffe, ihr erinnert euch noch, Amen ist noch mehr, oder hinter diesem Wort steckt mehr, als dass man es einfach in den Gebeten verwendet. Mit Amen ist das sogenannte Endwort
Wesen gemeint. Das, was aus dem Menschen werden kann. Ich sage bewusst werden kann. Wie weit es wird, wie weit dieses Amen eben wirklich durch die ganze Menschheit verwirklicht wird, ist die Frage. Eben, das liegt an uns. Aber mit Amen ist gemeint das, was aus dem Menschen durch die Erdentwicklung werden kann. Das ist da drinnen gemeint. In gewisser Weise heißt das, dass er die volle Christuskraft in sich entwickelt hätte. Dann wäre es vollständig. Das heißt, wenn das, was im Christus als Welten-Ich drinnen liegt, das individuelle Ich verwirklicht hätte auch. Das werden wir sehen. Das liegt an jedem Einzelnen. Und hier eben sehr bewusst in dem Spruch eingeschlossen, es beginnt mit Amen und es endet mit Amen. Und dazwischen wird in Wahrheit angedeutet alles das, was diese Menschen tun können. Das Segenswort, die Offenbarung, die Weisheit, das Dankesopfer, die Seelenwürde, die Weltenkraft und die Geistesstärke. Das alles können wir einbringen in dieses Endwesen. Amen. Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sprach: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Sie sind es, die aus dem großen Leid kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und leuchtend weiß gemacht durch das Blut des Lammes, also des Christus. Deshalb können sie vor dem göttlichen Throne stehen und ihm Tag und Nacht in seinem Tempel dienen. Und der Thronende waltet und zeltet über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Sie können nicht mehr von der Hitze der Sonne oder einem anderen Feuerbrande überwältigt werden. Denn das Lamm in des Thrones Mitte wird ihr Hirte sein und ihr Führer zu den Quellen, aus denen das Wasser des Lebens quillt. Und der Vatergott wird alle Tränen aus ihren Augen wischen. Also da ist jetzt natürlich auch absolut beschrieben der Übergang in eine rein geistige Existenz. Nicht, weil also die Hitze der Sonne, die Feuerbrände, das wird sie alles nicht mehr überwältigen, sondern sie werden eben mit dem Lamm stehen, denn das Lamm in des Thrones Mitte wird ihr Hirte sein und ihr Führer zu den Quellen, aus denen das Wasser des Lebens quillt. Also da ist der Übergang bereits für diese Auserwählten in die ätherische Welt. Dort fließt das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens, das wir aber auch immer dort trinken können, wo wir zum Beispiel vom bloßen Verstandesdenken ins lebendige Denken übergehen. Auch dort trinken wir gleichsam vom Wasser des Lebens. Und das hat tatsächlich sogar bis in unsere Gesundheit Auswirkungen. Also wenn ein Mensch es schafft, in sich dieses lebendig, schöpferisch kreative Denken schon hier auf Erden zu entwickeln, dann stärkt er damit auch seine Gesundheit. Wäre vielleicht ein Tipp, aber in die Zeitungen wird es wahrscheinlich nicht kommen, wegen der Corona-Krise, da was dagegen zu tun. Ich habe nämlich sehr den Eindruck, wenn ich es jetzt etwas überspitzt, aber durchaus ernst gemeint sage, was heute rund um die Corona-Geschichte passiert, ähnelt eher einer globalen Geisteskrankheit. In der Art, wie man damit umgeht. Ich will es niemandem zum Vorwurf machen, aber es ist so, wie es jetzt sich präsentiert und wie man darauf reagiert, wie man damit umgeht, sieht man, dass im Großen und Ganzen alle hilflos davor stehen. Es werden Maßnahmen gemacht, ist vieles okay, vieles aber auch nicht okay, absolut nicht okay.
Es ist nicht in Ordnung, wie man umgeht mit den Daten, mit den Zahlen, wo man ganz selektiv auswählt, gewisse Dinge und bestimmte Maßnahmen durchzusetzen, wo anderes unter den Tisch geschlagen wird, wo nicht zugegeben wird, dass die Zahlen zum großen Teil Hausnummern sind, weil einfach die Erfassungsmethoden sehr unterschiedlich sind. Eine Zeit lang am Anfang war es ja überhaupt so, man hat heute getestet 100 Leute und am nächsten Tag hat man 500 getestet. Oh Gott, riesiger Anstieg. Na klar, jetzt habe ich am nächsten Tag 5-mal so viel, weil ich 5-mal so viel getestet habe. Es wird mittlerweile so ganz leise irgendwo als Fußnote schon hier und da geschrieben und man denkt, man sei heute darüber schon hinweg. Aber man hat bis heute versäumt im Großen. Bitte? Ja. Und man hat bis heute versäumt, also die Zahlen wirklich so anzugeben, dass deutlich ist. Moment, der Viktor hat gemeint, wir haben dich nicht verstanden. Ach so. Es war stumm. Es war stumm. Ja, es war stumm. Oh je. Du hast uns jetzt nicht verstanden. Ah ja. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, war, die Daten, Zahlen waren Hausnummern. Ja, die Daten und Zahlen sind zu einem großen Teil Hausnummern, vor allem so, wie sie veröffentlicht werden. Weil nicht dazu gesagt wird, wie viele getestet sind, auf wie viele Getestete sich das bezieht, das müsste man einschätzen. Man gibt nur die Zahlen hin, heute sind es 100 und morgen sind es 500 und dann sind es 600. Ja, wenn ich mehr teste, werden es immer mehr werden. Es geht daraus nicht hervor, wie groß der Zuwachs wirklich ist. Der Zuwachs ist nur der Zuwachs der erkannten Fälle. Aber es gibt daraus keine Abschätzung, wie viel wirklich in der Bevölkerung zugenommen ist. Weil je mehr ich teste, desto mehr Fälle entdecke, ist ganz klar. Und das nur als eines der Beispiele. Aber es gibt viel mehr Beispiele, also wo mit den Zahlen, also zumindest in der Öffentlichkeit, nicht sorgsam umgegangen wird. Wo einfach Expertenmeinungen, zwar wirklich eigentlich bis dahin weltweit anerkannter Experten, die nicht in das Bild passen, einfach komplett ausgeblendet werden, ja teilweise sogar diffamiert werden. Und wo teilweise, das muss man auch sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, wo Maßnahmen gesetzt werden, die wirklich kontraproduktiv sind. Eben zum Beispiel überall jetzt alles ununterbrochen zu desinfizieren mit Desinfektionsmitteln, ist sicher der beste Weg, um Resistenzen zu züchten. Das ist ganz klar. Also man kann es wirklich übertreiben. Das Problem ist nicht zu lösen damit, dass man einfach den Virus wegwischt. Das wissen aber die Fachleute in Wahrheit. Aber das sind Sachen, die trotzdem der Öffentlichkeit verkauft werden, weil das halt die Leute beruhigt irgendwo. Ja, sprüh drauf und es wird gut. Und der nächste Punkt ist, es wird eine Impfung geben, dann ist alles gut. Corona-Krise ist vorbei, wenn es die Impfung gibt. Das ist ein absoluter Blödsinn. Wie gut oder schlecht die Impfung ist, wird man nach Jahren vielleicht beurteilen können. Und es wäre sehr segensreich, wenn man sich mehr Zeit lassen würde, sie zu testen, einmal langsam, nicht sie im Höllentempo, und jetzt ist wirklich Höllentempo zum Quadrat, zu entwickeln und die Testphasen ja praktisch in Anzug durchzugaloppieren. Das ist in Wahrheit verantwortungslos, sage ich ganz deutlich. Auch wenn es jetzt dann in YouTube wird es jetzt nicht mehr gelistet, aber auf Underworld wird es dann gelistet. Also es kann jeder in der Welt hören, sie werden mich hoffentlich nicht verhaften deswegen. Aber es ist egal, ohne dass ich jetzt irgendwem Schuld zuweisen will, weil jetzt gibt es da natürlich 100.000 Verschwörungstheorien, die sind schuld und die haben die Interessen und die haben jene Interessen und die Pharmaindustrie, nicht sicher wie die Pharmaindustrie verdienen, ist schon klar. Aber im Grund sind die ganzen Verschwörungstheorien sinnlos. Die Verschwörung entsteht in der Mehrheit der Menschheit, weil das Denken nicht stimmt. Schon das allein normale wissenschaftliche Denken nicht stimmt. Wir leben heute in einer Illusionswelt. Immer mehr und halten sie für die Wirklichkeit. Und das geht durch die Presse, das geht durch die Medien, aber das ist nicht die
Und damit rede ich gar nicht vom geistigen Hintergrund, sondern nur von dem, was sich außen sinnlich feststellbar abspielt. An das kommen wir heute gar nicht heran, gerade durch die vielen Medien nicht. Sondern es wird im Grunde eine Kunstwelt erzeugt, die für die Wirklichkeit ausgegeben ist. Und das verstehe ich unter Geisteskrankheit oder unter Wahnvorstellung. Eine global kollektive Wahnvorstellung, der viele Menschen auch verfallen. Aber es ist auf jeden Fall die Wahnvorstellung, die öffentlich proklamiert wird. Und ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie die wirklichen Zahlen und wie die Wirklichkeit dahinter ist. Ich kann nur sagen, das, was präsentiert wird, ist sie mit Sicherheit nicht. Das ist der Punkt. Und um das müssen wir auch erringen, einmal wieder zur Wirklichkeit durchzubrechen. Wir gehen eigentlich weg von der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wir leben immer mehr in einer Virtual Reality, also in einer virtuellen Welt. Dazu brauchen wir uns nicht 3D-Brillen aufsetzen, sondern dazu brauchen wir nur die Nachrichten hören und die Zeitungen lesen, das reicht schon. Nichts davon sagt uns, wie die Welt wirklich ist. Das Problem haben wir heute. Und das auch zu durchschauen und ja, einmal es nur zu durchschauen, dass es so ist, heißt schon mal zu erkennen, den Ahriman, der dahinter steckt. Der steckt nämlich dahinter, in Wahrheit. Der macht das. Also wenn es eine Verschwörungstheorie gibt, dann ist es die, dass der Ahriman dahinter steckt und dass er versucht, möglichst jeden einzuspannen. Jeden. Also jeder ist ein Verschwörer. Jeder. Jeder, der in der Art mitdenkt, ist ein Verschwörer. Wir brauchen keine einzelnen Gruppen, wir brauchen nicht irgendwelche esoterischen Zirkel oder Logen, die tun alle sehr viel, aber die sind auch alle nur Werkzeug von einer geistigen Macht, die dahinter steckt, in Wahrheit. Und das muss uns bewusst sein, dass jeder bei sich anfangen muss, den Herrn Ahriman zu entdecken, wie er im eigenen Denken herumfuhrwerkt und uns Impulse gibt. Und die sind so verführerisch deswegen, weil wir trainiert darauf sind, durchs ganze Bildungswesen trainiert auf diese Impulse. Die kommen einfach. Wir wissen es eh klar, unser Verstand sagt, na logisch, so und so muss das sein. Aber die Logik stimmt eben nicht. Die ist irregeleitet. Und die geht weg von der... Guten Abend, wie kann ich helfen? Na, liebes Handy, du kannst mir wirklich jetzt nicht helfen. Entschuldigt, der Herr Ahriman meldet sich auch via Handy jetzt. Danke, nein. Ja, das Wort jetzt sage ich nicht zum Sonntagabend, aber zum Dienstagabend. Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Lassen wir es einmal wirken. Ja, zum Abschluss noch die Öffnung des 7. Siegels, habe ich versprochen. Ich lese es ohne Kommentar. Wir werden es das nächste Mal aufgreifen. Also die Öffnung des 7. Siegels und die 7 Engel mit den Posaunen. Das heißt, wenn das 7. Siegel geöffnet wird, zeigen sich schon die Posaunen. Da geht es dann schon auf die nächste Stufe. Und als das Lamm das 7. Siegel öffnete, entstand in der Geisteswelt ein tiefes Schweigen, eine halbe Zeitenrunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor dem Vater Gottes stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat mit einem goldenen Rauchgefäß an den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gereicht, damit er es zu den Gebeten aller Geistergebenen spendete und auf dem goldenen Altar angesichts des Thrones. Und aus der Hand des Engels stieg der Weihrauch empor, zusammen mit den Gebeten der Geistergebenen vor dem Angesichte der Gottheit. Dann nahm der Engel das Rauchgefäß, füllte es mit dem Feuer des Altares und schüttete es hinunter auf die Erde. Da rollten Donner, es tönten Stimmen, es zuckten Blitze und die Erde erbebte. Fortsetzung folgt.
geht schon wieder zu. Naja, sicher, ich habe schon gesagt, das ist, wenn die Siegel geöffnet werden, namentlich dort, wo wir gelesen haben, die Öffnung des 6. Siegels, wo der Durchbruch zum Geistigen kommt, da war es schon sehr dramatisch, die Schilderungen mit der Sonne, die schwarz wird und die Sterne, die runterfallen und so, ist ja auch nicht ganz ohne. Ja, jetzt kommt noch ein weiterer Schritt, weil jetzt gehen wir von der Imagination, also von dem im weitesten Sinn bildhaften geistigen Erleben, in die Inspiration über. Inspiration heißt, wir fangen noch tiefer an zu verstehen, was da ist. Noch tiefer verbinden wir uns mit der Sache. Naja, natürlich wird es noch erschütternder. Mit den Bildern, die wir jetzt da gehabt haben, haben wir mal die Außenseite gehabt. Die Außenseite, die hinter der Oberfläche des Sinnlichen schlummert. Aber es ist nur die Außenseite jetzt der geistigen Welt, diese Imagination. Mit der Inspiration geht es tiefer, die Erschütterung wird noch größer. Und wenn dann zum Schluss die Zornesschalen ausgegossen werden, wird es noch stärker, das Erleben. Aber ich habe schon angedeutet, und wir werden später darauf, also in den späteren Vorträgen, sehr intensiv auf das eingehen. Die Ausgießung der Zornesschalen sind Ausdruck der Liebe Gottes. Der Liebe, der höchsten Liebe, die man sich denken kann. Also, wir werden sicher noch einiges brauchen, um die Bilder richtig für uns zu fassen, dass wir nicht falsche Schlüsse daraus ziehen. Leicht wird es nicht, aber eigentlich sind die Bilder gedacht als etwas, was uns Mut machen soll. Aber Mut braucht man halt auch nur, wenn man Aufgaben erfüllen muss, Hürden überwinden muss. Die sind halt auch drinnen. Dazu braucht man den Mut, aber die Bilder sind eigentlich so zu lesen, dass sie uns Kraft geben. Wenn jetzt die Erschütterungen immer stärker werden, heißt das auch, unsere Kraft wird immer stärker. Wir können diese Kräfte bändigen, wir können sie beherrschen, wir können damit fertig werden. Jeder auf seine individuelle Weise und wir alle zusammen letztlich einmal als Menschheit gemeinsam. Also es ist nicht, ich wiederhole, ich werde das jetzt vielleicht bei jedem Vortrag wiederholen, es geht nicht darum, um irgendjemand zu verschrecken. Wir haben die Kraft, wir verfügen darüber und das Ganze ist nur der Weckruf, Menschen, nehmt eure Kräfte, entwickelt sie, lasst sie heraus und werdet damit tätig. Ihr könnt es. Aber ihr müsst es wollen. Es kann niemand anderer für euch wollen. Auch nicht der Christus, auch nicht die ganzen Hierarchien. Wollen müsst ihr selber. Und diese Erschütterungen sind nur das Schattenbild der Kräfte, über die wir eigentlich auch verfügen. Nämlich mit all dem fertig zu werden. Ja, es ist das Spiegelbild. Und wir müssen zum Bewusstsein aufwachen. Und darum werden die Schreckenbilder gezeigt und nicht die schönen Bilder, wo man sagt, ma, toll, da wird es schön sein, wenn wir ans Ende der Erdentwicklung kommen. Endlich sind wir im Paradies und alles ist gut. Dann wir nichts anderes machen als jetzt schon träumen davon, wie schön es sein wird, vielleicht, nur wird es dann nicht sein, weil dann versäumen wir unseren Weg und dann werden wir in der schönen neuen Welt des Herrn Ariman leben. Und ob die wirklich so schön ist, ist eine andere Frage. Ob wir das wirklich wollen. Nämlich ewig, in ewiger, gleichmäßiger Glücklichkeit, ohne jegliche Entwicklung zu leben, ein Tag wie der andere, ein Jahr wie das andere. Selbst in der geistigen Welt keine Änderung mehr. Alles bleibt wie es ist, kein Aufsteigen mehr, auch kein Hinunterfallen mehr. Ewig, ewig gleich. Das ist die Welt, die uns der Ariman bieten kann. Wer das will, wird diese Welt wählen. Wer sieht, dass der Mensch eigentlich eine
unbeschränkte Zukunft hat im Prinzip und unbegrenzte Möglichkeiten hat, eben das Unmögliche möglich machen kann, wird sich anders entscheiden. Darauf weist uns die Apokalypse hin. Aber damit sage ich jetzt endgültig Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich natürlich noch immer da. Lieber Wolfgang, das war ein wunderbarer Weckruf zu dem Michaelstag. Das ist abgepasst, unglaublich stark. Ja, das... Vielen Dank. Gerne, gerne. Nein, es war mir ein ganz starkes Anliegen, heute so einen michaelischen Weckruf hineinzubringen. Und es passt die Stelle jetzt absolut, wo wir gerade stehen. Die ist angelegt dazu. Und gut hat deine Verkühlung überlebt. Ja, ja. Es geht. Man muss ein bisschen Immunkur machen. Es passt. Ich wünsche euch. Ich möchte noch wissen, ja bitte, ich bin noch da. Wann ist der Umstieg von YouTube? Er ist schon vollzogen. Ab sofort sieht man, also die Videos sind nach wie vor auf YouTube, nur sie sind nicht mehr öffentlich gelistet. Das heißt, man findet sie nicht, sondern man muss bitte gehen auf die Seite, ich sag's noch einmal allen, antro.world und dort steht dann gleich. Die kommt man sofort, da gibt es ein Menü, aber da steht sofort, das findet ihr sicher. Schaut es euch einmal an und dort kann man das Video direkt anklicken. Man kann aber auch, wenn man unten dann sagt auf YouTube anschauen, kann man es auch ganz normal auf YouTube anschauen und kann auch dort, und das wäre nett für die mitschauen, auch wieder Kommentare abgeben, weil die waren insofern recht hilfreich, dass manchmal wirklich Dinge sind, die ich aufgenommen habe dann in die nächsten Vorträge, wo Fragen oder Anregungen oder irgendwas waren, was ich annehmen konnte, weil das Blöde ist, auf der Antro-World-Seite selber kann man es nicht gescheit kommentieren. Also es gibt schon eine Kommentarmöglichkeit, aber geschickter habe ich das gefunden auf YouTube, also dann müsste man einfach bei dem Video unten auf YouTube anschauen, klicken. Es ist jetzt, ich weiß, im Moment holpert das ein bisschen und ist ein bisschen schwierig, aber wir haben uns einfach zu dem Schritt jetzt entschlossen, weil wir dort einfach noch viel mehr bieten wollen. Und damit es einfach die Leute zur Kenntnis nehmen. Entschuldige, das letzte Mal habe ich nur den 23. in World gehabt. Und die anderen auf YouTube. Ja, aber es sind jetzt auch alle vorhergehenden gibt es auch über das Antro-World. Da muss man, also es ist immer zuerst einmal eingeblendet der aktuelle, das wird jetzt dann der 24. sein und dann steht darunter die Leiste, alle bisher gehaltenen Vorträge gibt es hier. Und dann klickt man auf hier und dort kommen es da rein auch. Wie auf YouTube. Danke. Bitte, gerne. Gerne. Vielen Dank auch für heute am Abend. Vielen Dank. Gerne, gerne. Gute Nacht. Ich danke euch auch allen. Papa. François wird wieder alles managen, dass das Video dorthin kommt, wo es hin soll. Danke. Na, er ist der große Meister. Du, vielleicht magst du Er hat ja gefragt, ob er da helfen kann. Bitte? Du wurdest ja gefragt, Ja. ob du Hilfe brauchst. Ja, genau. Genau. Köstlich. Passt. Ich verabschiede mich michaelisch. Jawohl. Also einen ganz tollen michaelischen Abend noch heute. Ich steige jetzt auch aus, meine Lieben. Papa, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon ganz stark aufs nächste Mal. Ich finde toll, heute waren eine ganze Menge Leute dabei. Einige neue auch. Ich weiß nicht, wie viele waren, ich glaube um die 20 herum oder so. Ja, sehr viele. Ganze Menge. Schön, freue mich. Und freue mich, dass das funktioniert, so halbwegs zumindest, mit den kleinen technischen Bannern, die es immer gibt. Aber lass mal Ariman auch ein bisschen wirken. Bitte? 27 waren es. 27, na bitte. Na bitte. Na bitte. Fast 30. Ist ja der helle Wahnsinn.
Also auf die 144, na, aber das ist ja keine Anzahl, wissen wir ja. Und so weiter. Baba, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.